Hallo. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Puh. Hi erstmal. Huh. Mika, Philipp, Sarah, hi. Wellenbummler, hi. Grüßt euch, servus. Das war jetzt minimal stressig gerade. Laut. Puh. Alles klar bei euch? Ich hoffe doch. Wie geht's euch? Sarah, mir geht's gut, danke dir. Vielen lieben Dank. Bin wieder zu, ich sag mal, 85% hergestellt. Die, ja, das wäre in Ordnung. Das höre ich gerne, ja. Die Mirinda. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 16. September 2021 um 18:05 Uhr hier auf Mizien. Jenny, Jenny, hi. Ahoi, grüß dich. Es gibt keine Neuigkeiten heute. Nix, nada. Einen tollen Donnerstag und euch allen bald ist Freitag. Zeit jetzt. Ich kann das Wochenende fast schon spüren. Und das war es von mir. Hat's gar nichts zu sagen. Wir werden heute die Macht einsetzen. Ich hoffe, man sieht es dann. Auf Wochenende freue ich mich nicht. Mika, wieso nicht? Also generell, es sind Dinge passiert. Habe ich ja gesagt gehabt, wir waren am Dienstag noch dabei. Haben einen, man sieht schlecht, glaube ich, oder? Ein Victor quasi gesammelt, also mit NFC quasi im Campingplatz geholt. Habe ich gestern auch gemacht, gestern war kein Stream. Heute für das dritte Mal. Ich hoffe, wir haben die ganzen Materialien dafür, ich hoffe es. Das hat Level 1 bei uns der Schlawiner. Wie soll ich's? Okay, wieso ist es jetzt noch hell um 18:07 Uhr? Moment, ich zeige euch, dass es immer noch 18:07 Uhr, 16. September. So. Wenn das Wochenende vorbei ist, dann ist zwei Schulwoche, also ist die zweite Schulwoche, dann heißt Lernen, jetzt höre ich dich gehen. Verstehe ich. Moment. Ja, wie Schule halt ist, ne? Wir waren heute am besten Museum. Was ist das beste Museum, Mika? Klär mich auf. Am Wochenende freue ich mich, ne? Wenn das Wochenende vorbei ist, dann ist die Schulwoche, das heißt Lernen. Also gut, okay, aber deswegen kann man sich aufs Wochenende freuen. Sarah schreibt jetzt schon Tests. Oh mein Gott, nice. Man gewöhnt sich dran. Na gut, okay. War bei uns allerdings tatsächlich damals auch immer wieder mal so, dass die quasi unmittelbar nach den Ferien erstmal so ersten oder zweiten Tag gleich mal eine Stegreifaufgabe heißt jetzt, was bei uns halt damals eine extemporale oder eine Schulaufgabe geschrieben worden ist. So als Vertiefung vom Stoff aus dem letzten Jahr. Ich habe mir jedes Mal gedacht, merci die Lehrer. Perfekt, weil jeder in die Wochenende gelernt hat. Einmal frei. Vor allem in die Schulferien. Zum Beispiel morgen Englisch und Mathe, zwei gleich.
Schaubergwerk gehabt, keine Ahnung, ob ihr in Deutschland sowas habt, aber da fährt man in den Berg rein und dann ist das Museum mit allen. Ah, okay. Pferd. Ich habe ein Pferd vorgelesen. Ist wurscht. Ja, Hammer. Also Mika ist aus Österreich. Zur generellen. Allerdings mehr so Schmuckbergwerk-Kategorie, sage ich jetzt mal. Oder ja, sowas eigentlich. Dann, das kann man mehr verstehen. Ich weiß ja, was du meinst. Ich kenne es aber mehr zum reinfahren und dann darin gehen. So kennt sich. Ich war in so einem Museum, wo man rein runterfährt. Ich war fast dabei umgekippt, okay. Weil? Sarah, weil umgekippt? Zu krass oder? Irgendwas ist halt mit dem Ding, mit dem mal. Jetzt. Das ist irgendwie ganz komisch ruckig bei mir. So. Wir müssen heute Dinge tun. Ah ja. Könnte das eine Bahnfahrt liegen nach dem Runterfahren? Ach so, okay. Ja, das kann sein. Die Luft ist auch unterschiedlich, der Druck ist unterschiedlich, je nachdem wie tief das runtergeht. So, ja. Ich würde sagen, als erstes machen. Also ich muss definitiv wieder Sterne sammeln. Unbedingt. Bella! Die haben gestern Abend vor dem Rathaus gesungen. Sie, Bella, der Bocki und Neuset. Mega süß. Na, schwerst beschäftigt, Wedel. Ich will mit dir reden. Dieses krass gute Wetter zaubert selbst mir ein Lächeln ins Gesicht. Ein knallhartes Lächeln, versteht sich. Ach, Sarah, übrigens, genau, bevor ich es vergesse. Ich habe deine Designs gekriegt. Du bist von der Insel runtergeflogen am Dienstag leider. Und das waren die Designs auch weg. Nach einem erneuten Einloggen quasi. Gestern waren sie ja wieder da. Jetzt habe ich's. Danke dir. Sind cool. Vor allem die Uniform gefällt mir. Das Shirt. Das Pulli ist auch cool. Für Winter jetzt dann. Ich möchte Camp einladen. Ja. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo das am Pro-Controller geht, aber ich versuche es einfach mal. Ah. Kannst vorbeischauen und mein zweites Haus anstauen, if you want. Können wir gerne machen. Hast du auch geklaut, okay, na gut. Ich habe so einen Pech mit der Biologielehrerin, die ist mir so unsympathisch. Ja, mal schauen, Mika, vielleicht wird es ja noch. Das heißt, noch nicht mal eine Woche rum. Ich bin Victor, mir ist furchtbar langweilig. Wollen wir gemeinsam spielen? Ach Gott. Hannah, hi. Hannah, hi. Er kommt zum Campingplatz. Ich grüße dich. Ach Gott. Perfekt, ja. Ach, unsere ist total eingebildet und die haben wir in Chemie und Bio. Naja, gut. Klassenlehrerin oder Opoki? Weißt du, ich finde, dass dieses Fitness-Top nicht mehr zu meinem Stil passt. Aber vielleicht ja doch. Emil, was denkst du? Mehehe. Genau dein Stil.
Schade. Ich wollte das nicht. Mir geht's gut, Hanna. Danke dir. Vielen lieben Dank. Wieder, ich sag zu 85% hergestellt und ausgeschlafen. Endlich wieder. So. Hui. Nee, unsere Klassenlehrer ist auch komisch. Bei euch auch alles gut? Ich hoffe doch. Also an alle, die jetzt da sind, einfach mal. Schreibt mal rein, was euch geht. Die Rüben sind kaputt, ich könnte heute noch weinen. Weiß jemand die Zeit? Ich habe Rüben gekauft, habe die Zeit am selben Tag einfach nur 3 Stunden vorgestellt, dass wir den Laden wieder aufmachen konnten. Geht super, das ist nice. Einfach wegen dem Design. Von der Flagge. Ja, dann waren die Rüben kaputt. Das ist belastend. Aber es hilft nichts. Campingplatz. Meine Biolehrerin hat uns einfach so mal Sitzpause gegeben. Wir haben gefragt, wieso. Sie so. Und geht weg. Okay. Was ist Sitzpause? Klär jemanden auf, der seit 150 Jahren nicht mehr zur Schule geht. Am meisten konnte ich fangen, du hast recht, ja. Die habe ich ja schon abgegeben. Ja, und vielleicht demnächst auch fliegen. Victor! Ich bin ganz doll froh, dass du mich eingeladen hast. Ravau. Beim Campen muss man sein Essen über einem Lagerfeuer kochen. Brot und Bohnen und Schokolade. Ich wünsche, das könnte man auch zu Hause, aber ich darf in der Küche kein Feuer machen, sagt Mama. Ich würde echt so gern ein Umzugskisten-Set 11 von den Leuten hier gebastelt bekommen. Echt? Du weißt, wie man das macht? Ja, ich habe die Anleitung 18 Mal. Wunderbärchen, das ist ja mal ein Glück, ich kann es kaum erwarten. Aber es muss doch heute sein, ja, weil ich morgen doch schon wieder abreise. Ah, er kennt sogar, dass ich das Rezept schon habe und ich krieg's nicht mehr. Das ist gut. Ich mache einen Vortrag in Bio, naja, ich gebe dir eine 3. Ich bin ja noch menschlich und meckert fast die ganze Stunde über meinen Vortrag. Kathi, hi. Ahoi. Grüße dich. Und fliegen, genau, Sarah. Umzugskisten Set L. Wie nicht? Die Kathi ist online, schau sie an. Ich habe gestern noch irgendein Emote gekriegt, glaube ich. Moment, vielleicht habe ich ein Foto gemacht. Ja, genau. Genau, das wollte ich. Moment einmal, vielleicht kann ich es euch einigermaßen zeigen. Ah ja, hier. Genau. Hier sind es, also man sieht es natürlich nicht wirklich, aber hier sind es quasi vor dem Rathaus gestanden, haben gesungen, alle 3. Die Noisette, Bocky und die Bella. Quack, 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 quack. Ungefähr so. Quack, 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 quack. Genau, den Geist haben wir gestern nochmal getroffen. Haben wir die Fragmente kurz wieder gesammelt. Das war alles eigentlich. Cleo, voll süß, wie die rumhupft. Genau, und Victor haben wir gestern das. Ich glaube, es war ein Kartonhocker, den er gestern wollte. Ja, habe mir nur gedacht, danke. Habe ja nur fast 4 Stunden gebraucht. Ich kenn's. Über was war dein Vortrag, Sarah? Umzugskisten ZL.
Kathi, du wirst privat verlangt. Wo finde ich das? Ich kann das ganz sicher. Wo kommt denn das her? Ach, Skarabäus. Was ist das? Ein Finger. Okay. Genau, das war das Erste. Das wollte Viktor zuallererst haben, die Matroschka. Dann wollte er den Kartonhocker haben. Das war... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? I don't find it. Hier. Ein mega toller Kartonhocker. Naja. Hier Umzugskisten ZL. 5 Kartons. Das könnte belastend sein, aber ich glaube, ich hab's. 1, 2, 3, 4, 5. Also die Kartons immer mitnehmen, was ich mitkriege. Okay, Mika. Wie ist es bei dem Man in Black? Das Umzugskissen ZL ist fertig. Ach so, kein Thema. Ich flüster mal ganz leise. Unauffällig. Kathi kann das. Sehr dezent. Badam. Viktor, hier deine Kisten. Es ist das erste Mal, dass wir einen Bewohner per Amiibo quasi herholen. Ich weiß auch nicht genau, wie es läuft das dann. Ich denke, wir müssen uns einen Bewohner aussuchen, den wir kicken wollen. Du siehst da glücklich aus. Hast du das Ding gebastelt, das ich gerne haben wollte? Natürlich. Hier ist ein Blatt. Ist nur grün, deswegen teilweise durchsichtig. Aber es ist hinten auch, also... Ich habe noch ein Souvenir bekommen. Ah, hehehe, die Leute auf mich sind so lieb. Die Leute. Das bin ich. Wie toll, dafür gibt es von mir eine Halbrandbrille zum Dank. Nur für dich. Oh mein Gott, nice. Eine Halbrandbrille. Nochmals danke fürs tolle Souvenir. Diese Insel wäre nur dann noch besser, wenn sie aus Eiscreme wäre. Ich gebe mir ganz toll Mühe, damit ich beim Camping nichts vergesse. Ich habe mein Zelt, Schlafentzug, Kissen, Kuscheldecke und mein Lieblingskuscheltier-Törtchen. Süß. Und meine Kartoffelchips, Tomatenchips, Gurkenchips, Apfelchips, Schokochips, Sahnechips. Uah. Sahnechips. Uah. Ich habe alles, was man zum Campen braucht, außer meinen Fernseher. Den habe ich vergessen. Ich habe mir ein neues Souvenir angesehen und dachte, Tomatenchips geht, ja. Wäre das nicht Wunderbärchen, wenn ich hier bleiben würde und wir zusammen Sachen basteln könnten? Die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit. Immer und immer und immer und immer und immer und immer und ewig und immer. Wenn ich hier wohnen würde. Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Sahne mag. Aber Sahne-Chips. Dann zieh hierher. Wenn du da bist, macht alles doppelt so viel Spaß. Ich frage sogar beim Service-Center nach, ob ich auf diese Insel ziehen darf. Ravau.
fragt er uns jetzt. Ich wollte dich nicht warten lassen, aber ich habe mit den Leuten von Service Center geredet. Und die haben gesagt, auf dieser Insel gibt es keine Grundstücke mehr und deshalb kann ich nicht herziehen. Ich könnte den anderen Bewohnern bitten, mit mir zu tauschen, aber nur wenn du magst, Ravau. Ja. Mit Urfußholz. Ah, Gott. Mit Urfuß, ja. Mit ganz, ganz viel. Wunderbärchen, die Service Center Leutchen haben mir auch direkt ein paar Vorschläge gemacht. Also was meinst du? Wen soll ich fragen? Ein paar Vorschläge, halt alle, die auf der Insel wohnen, ne? Ja, sind alle 10. Wen, also Bella bleibt, Neuset bleibt, Cleo bleibt, Froni bleibt, Fatima bleibt, Morpheus bleibt. Wer nervt denn am meisten? Wahrscheinlich Victor, wenn er einzieht. Ich würde fast sagen, wir haben aktuell, glaube ich, wer ist denn die Popstar-Kategorie? Ich meine, Tamara ist so eine. Morpheus ist für. Morpheus, glaube ich, ist so schlapp, schlummer, faul. Tatjana ist mehr so die Schwester. Aber Tatjana und Bella sind dieselben. Noisette, Cleo und Froni, glaube ich, sind gleich. Wegen den Emotes, meine ich, die ich noch kriege, würde ich jetzt ungern na komm, wir tun noch Tamara. Also Tamara, ja. Genau. Alles klar, ich war ja nervös, aber ich kenne sie ja gar nicht. Also kann sie mich auch nicht nervös machen. Und los. Ich war ganz mutig und habe jemanden, der mich gar nicht kennt, gebeten, für mich umzuziehen. Und die Antwort war, ja. Tamara hat gesagt, sie wollte sowieso umziehen, wegen der vielen Krokodile. Was? Cat, hi, grüß dich. Tamara war tatsächlich so, die hatte vor einer Woche knapp, glaube ich, hatte die schon mal so eine Wolke über den Kopf und wollte ausziehen und ich habe damals einfach nicht reagiert, weil eh noch ein Grundstück frei war und dachte, der bleibt da. Aber jetzt. Ich habe von Knuspi eine Abfalltonne bekommen für den supergeilen VIP-Bereich. Eine Abfalltonne für den supergeilen VIP-Bereich. Nice. Genau wie ich hätte einen Metallkanister. Der wird da super dazu passen. Ich weiß nicht, was das bedeutet und ich frage lieber auch nicht nach. Egal, jetzt kann ich jedenfalls herziehen. Emil weißt du. Ich heiße Victor. Du ist dieses Zelt nicht so toll. Man holt das einfach aus der Tasche und es baut sich automatisch auf. Schwieriger wird es, wenn man wieder nach Hause will. Denn dann muss man es folgen. Ich glaube, das schaffe ich nicht allein. Wow. Der Metallkanister für Selfies, ganz genau der. Ein neues Leben auf einer neuen Insel, das ist ganz toll aufregend. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann. Wow. Der braucht nur irgendeine andere Kleidung, braucht er. Luna, hi, grüß dich. Ahoi. Ich gebe mir immer ganz toll Mühe, damit ich beim Camping nichts vergesse. Achso, okay, das hat er schon erzählt. Ich hätte gerne der Limo da. Tag Wolfo, hi, servus. Puff, puff. So, Victor ist da. Morgen ist Victor bei uns. Da ist der saunice Metallkanister, falls jemand neidisch erblassen möchte, unter der Mülltonne, neben den roten Kanistern, um den perfekten Farbverlauf der Selfies zu gewährleisten.
Cat Miau, Miau Wow. Der Miau Wow, wer kennt ihn nicht? Er ist ganz schön shiny. Und wenn man drauf beißt, ist er auch knusprig. Und beugt Eisenmangel vor. Na? Interesse? Wenn was mega Cooles dabei ist, vielleicht. Schneid es in halb und machst Plastik mit Metallgestell und das ist 1:1 der Kanister, den wir auf der Koppel als Tränke stehen haben. Kenne ich. Haben wir in der Arbeit auch. Also Kanister in der Mitte durchgeschnitten und dann wird er als Ölauffangbehälter hergenommen, als Eimer, als alles mögliche, ja. Vielleicht seitlich noch ein Schweißdraht. Lena ist PhD? BHD? Danke dir, vielen lieben Dank. Danke dir. Lena. Hi. Ich kaufe mal die graue. Ockergelbe. So. By the way, Kathi, du hast es gar nicht mitgekriegt. Unsere Rüben sind tot. We have no turnips. They are all rotten. Ja, ich habe eigentlich war es ein Versehen, sage ich mal, sonst hätte ich es nicht gemacht. Wir waren ja alles gefuttert, ich hau dann mal ab, bis gleich. Guten Hunger, Sarah. Einen guten. Wir haben quasi am Dienstag was noch rumblödelt, sind einige auf der Insel gewesen, sind nach und nach und haben wir gedacht, ach komm, designen wir die Fahne noch fertig, also die da. Die Mäzen-Fahne. Allerdings hat der Schneiderladen schon zu, den wir ja auf der Insel haben jetzt. Und ja, ich dachte, na komm, spule ich halt 3 Stunden zurück. Ist ja egal. Naja, es war nicht egal. Die Ribs sind tot. Aber wenn wer Ameisen braucht, ich habe welche. Ja, mega nice. Was kannst du? Ja, komm. Ich habe irgendwie massiven Schiss davor. Ja, habe ich. Cleo meinst du, Lea? Alina. Cleo. Die habe ich, ja. Zeige ich gleich. Mein Lieblingsbewohner. Absoluter Lieblingsbewohner. Was suche ich eigentlich? Dirty Mind. Bilder in meinem Kopf. Ja, okay. I'm searching. Die rennt bestimmt irgendwo rum.
Es gibt ein... Oh mein Gott. Ja gut, es gibt von allem. Es gibt nichts, was es im Internet nicht gibt. Kathi kennt es. Kathi braucht nicht googeln. Kathi hat es auf der Festplatte. Zockmann. Danke dir. Habe ich nur wachsen lassen. So, schauen wir mal. Ich zeige. Das ist Diana. Ich muss sie erst suchen, sie rennt irgendwo rum. Cleo. Also Anka hast du schon recht, Anka ist der englische Name. Im Haus war sie gerade vorhin nicht. Da war sie, oder? Nee, war eine Straßenlaterne. Die ist auch gelb. Ja, Alter, hi. Ahoi. Hast du eine Frage, gerne? Ich weiß, was es im Internet nicht gibt. Ich habe Nintendo Online, ja. Kannst du eine Review zu diesem Video machen? Eine Review? Toni, hi, grüßt euch. Links sind leider gesperrt, links gehen nicht. Ihr seht es, ja, ihr seht es schon. Allerdings im Stream sieht man es nicht. Ich sehe es auch nicht. Bei mir wird es ausgegraut. Ihr selber seht es, das ist richtig, ja. Aber sonst leider keiner. Wenn ihr einen Link habt, gerne an Kathi schicken. Also an this username is not available. Die kann es dann notfalls reinposten, wenn es wäre. Kathi prüft dann. Oder Kathi, machst du gerne, hoffe ich. Kann ich dir helfen beim Suchen? Ich gebe den Gucken her, ist kein Problem. Wir machen aktuell eigentlich nur Cleo suchen. Aber ich lese nebenbei immer noch. Okay, also gerne an Kathi per Flüstern und Kathi kann es posten und sehen es auch alle. Solange es nicht ab 18 ist, alles okay. Warum Review? So, und danke dir, vielen Dank. Aber Jalda, warum Review? Ach so, zu diesem Video. Ach so, ich habe das Video... Ach so. Will dir helfen? Ich mache ja noch... Ich mache später die Insel auf. Kein Problem, kein Problem. Könnt gern kommen. Okay. Oh, Reviews. So was meint ihr? Okay. Cleo, ich weiß ja. Ich suche sie aber. Wo bist du? Ich finde das ehrlich gesagt wirklich schwierig. Also. Ja, Alter, danke dir. Vielen lieben Dank. Die ist bestimmt safe, ist in irgendeinem anderen Haus. Bei irgendeinem Bewohner. Oder im Shop. Im Shop könnte es auch sein. Die ist oft im Shop. Nee, die zieht aus. Ah komm, wir sagen nochmal ciao. Ich sag nur kurz zu Tamara ciao. Gerne Moment. Für Tamara kriegen wir ja Victor. Das war Tamara. Wenn die wer mag, die zieht heute aus. Coole Sache, dich zu treffen. Ich habe beschlossen wegzuziehen. Ich wollte nicht einfach so abhauen, okay, aber ich wusste auch echt nicht, wie ich das sagen soll. Also hey, ich pack doch mal meine Sachen. Danke für alles und so. Und denk an dich, Emitz. Will die haben? Hast du ein Grundstück frei?
Dann gerne. Überhaupt kein Problem. Muss kurz probieren. Jetzt, wo ist noch Cleo? Verdammt. Die angelt oft hinter meinem Haus, rennt von links nach rechts. Hier ist sie oft und sitzt irgendwo rum. Oder sie kauft ein. Wir schauen mal. Nö, tatsächlich auch nicht. Okay. Bei Noisette. Noisette könnte noch sein. Ich habe Noisette nicht gesehen. Vielleicht ist es bei der. Hui, da fällt man ja fast rückwärts auf den Stuhl, wenn du so laut schreist. Schreibst. Vor allem so laut schreibst, ne. Ach, der Biber ist da. Ich hab gar nichts für den. Müssen wir nebenbei ein bisschen angeln heute. Kann man gerne machen, ich brauche eh Sternis, das passt. Kommst du aus Österreich? Ich nicht. Ich komme aus Bayern. Also jetzt Verzeihung, ich war ganz in meinem Projekt vertieft. Möchtest du wissen, woran ich arbeite? Ja, bitte. Momentan arbeite ich an einer Eisenholzkommode. Ich versuche mich gerne im Basteln. Wenn ich mich Tragträumen hingebe, kommen neue Ideen von selbst, dann muss ich sie nur noch umsetzen. Oh, du weißt sicher schon, wie man einen Eisenholzkommode arbeitet, nicht wahr? Logisch. Wir kriegen eine Anleitung für eine Eisenholzkommode. Mika kommt aus Österreich und ich muss so sagen, this username is not available, also die Kathi auch. Beides aus Österreich. Wo seid ihr hier, wenn ich fragen darf? Also welcher Bereich? Amiibo-Karten-Cat, ich kann das, also ich habe leider nur die, ich habe es gesehen, das sind so kleine, die ich habe. Wirklich die Größe von vom Spiel. So. Leider, ich glaube, es sind keine Originalen, also ich bin mir ziemlich sicher, die Originalen sind deutlich größer. Ja, ich und der Stille sind aus Österreich, ey. Meine Switch ist leer, lol. Irgendwer hat Geo entführt. Systematisches Absuchen der Insel im Gange. Und nebenbei Zeug einsammeln. Ja, die Originalen sind größer, aber wenn man ihren Dienst tut, warum nicht? Also sie machen ihren Dienst doch schon. Ich lebe in Deutschland und möchte nach Österreich ziehen. Okay, nice. Warum auch nicht? In welchem Bundesland wohnst du? Ich, Bayern. Sarah, welcome back. Vergraben. Aus den Urtiefen. Kurz vom Bayerischen Wald. Was in den Garten von jemandem? Vielleicht hat sie... Museum! Museum könnte natürlich sein. Die hat mir gestern... Was hat sie mir gestern beigebracht? Die Geo. Moment, irgendeine Emotion.
Genau nachdenken. Die ist hergerannt wie nochmal was. Also wirklich, ich bin irgendwo da gestanden. Auf einmal schreit sie so. Hey, Imi, ah. Ich so, Cleo. Okay, Museum. Das könnte sein. Das Museum wird gestürmt. Cleo aufgesucht, Nummer 1 gesetzt. Ach Gott, das Museum ist halt gar nicht klein. Cleo, du wirst gesucht. Wo verstecken sich Cleos? Die finde ich nie, oder? Weil das Museum ist größer wie die Insel selber. Schnell, Hilfe, ein Bewohner ist verschwunden. Da kommen wahrscheinlich wieder seit 24 Stunden vermisst. Ja, die ist schon 48 Stunden weg. Was so bin wieder der normale Mensch unter uns. Niemand erzählt dir bitte irgendwem, dass ich ein Spion bin. Nee, sagt keiner. Ich bin jetzt echt gleich am. Ich merke gerade, dass ich meinem Museum. Geo! Ach, Emils, welcher freudiger Zufall, hier auf dich zu treffen. Miau. Lass uns plaudern. Vor allem hinterm Springbrunnen, ne? In diesem warmen Raum nicht, ist dieser warme Raum nicht famos. Der perfekte Ort, um Insekten bei ihren Tätigkeiten zu bewundern. Dieser Katze, die jagt die. Sie sagt's noch nicht. Sie ist eine Katze. Ob die Insekten wohl Lust hätten, zur Abwechslung einmal uns im Alltag beobachten zu können? Lea, hi, grüß dich. Da ist sie. Ich wollte mit dir reden. In diesem Raum ist es immer warm und die Blumen blühen stets. Für dich hier zur Schau gestellt kleinen, was? Für die hier zur Schau gestellten kleinen Bewohner muss es das reinste Paradies sein. Also die da? Edelweiß. Ist nur normalerweise, wird es so leicht, ja, gelb-grünlich, deswegen graut es so ein bisschen aus durch den Greenscreen. Da bei den Witt tanzt die von links nach rechts. Reagiert gerade nicht. Ein bisschen ekelhaft, ja. Das ist sehr verwirrend am Anfang. Jetzt bin ich irgendwo rausgekommen. Moment. Seit ich mich dort mal verlaufen, mag ich es nicht mehr. Das Museum, ja. Museum ist schlimm. Es ist echt schlimm. Also, vor allem das Museum ist gefühlt größer wie die ganze Insel. Die Cleo? Anka. A-N-K-H-A, glaube ich. Anka. Ich grüße Sie, Emils. Willkommen im Museum von Mizien. Wie darf ich Ihnen dienen? Fossilien analysieren. Und wehe, hier ist nichts Neues dabei. Die zwei. Es soll auch eine Museumskarte geben? Ja. Eugen wird Piggy. Oder auf Bayerisch Heugler. Ach, das sollte es geben. Ach so. Ich dachte, gibt's wirklich. Ach, es sollte auch eine Museumskarte geben. Ja, wäre ich bei dir. Komplett.
aber komplett bei dir. Ja, 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 ja. Fühle ich komplett. Kai, hi. Kai, hi. Hi. Kai, hi. Es war klar. Weiß ich ja. Ach Gott. Der Morphos ist da. Du bist leicht aufdringlich, weißt du das? Ich mein dich. Anscheinend hat Sarah von Nooktopia dieses Design entworfen. Toll, oder? Schlummer. Das und das da. Mir muss das Design-Terminal mal wer erklären. Irgendwer muss mir das erklären. Ich habe ich habe das Design hier. Ich habe das am PC gemacht. Und habe mir einen QR-Code erstellen lassen dafür. Somit wird es natürlich nicht als mein Design erkannt, was blöd ist. Hilda? Also Hilda. Muss leider gehen, aber schönen Abend noch. Mika, danke dir. Gute Nacht. Danke dir fürs Dabeisein. Dankeschön. Wie das geht, kann ich das, ich kann die Designs auch nicht kopieren und nicht ändern. Das, glaube ich, ist nicht möglich, oder? Ich kann hier nur neu erstellen. Oder zum Beispiel das hier, das habe ich von Rainbow Katzi geklaut. Die ist auch dabei. Und Kathi, also das Username ist not available, für alle, die das nicht wissen, wollte dieses Design haben. Allerdings, ich habe keine Ahnung, wie ich es ihr geben kann. Zum Beispiel. Oder das Design, das ich quasi auch runtergeladen habe, also mein eigenes, sag ich jetzt mal. Wie kann ich das jemandem geben? Ultra sass. Warum sass? Oder süß? Kannst du nicht geben. Clio gebe ich ja nicht her. Aber ich kann es aktuell nicht machen, weil ich gerade an. Ich hätte Clio gar nicht als Amiibo, glaube ich. Ach so. Okay, ciao, habt dich. Was? Okay, ciao, habt dich der Polizei by the way gemeldet, weil Sass. Ach so. Ich bin Sass, ja. Ultra Sass. Oder was, Mika? Mika. Ah, Mika. Okay, okay, passt. Ich bin dumm, passt schon. Ich bin überfordert mit so viel Chat. Du kannst du ihr nicht geben, weil es von mir ist. Sie müsste es sich von mir holen oder ich bringe dir das Design oder über das Design-Terminal lädt sie sich es runter. Ach, du probierst eine zu finden. Ach so, okay. Also Tamara kannst du gerne haben, Lena, kein Problem. Wenn du magst. Ein freundlicher Homie. Also, Lea, quasi du könntest das Design bei mir draufladen und Kathi könnte sich's bei mir holen. Das wird gehen. Aber ein Design, das ich per QR-Code eingescannt habe, kann ich nicht runterladen, oder? Das geht nicht. Sehe ich richtig. Weil ich kapiere das Design-Terminal eigentlich nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Das ist Animal Crossing, das ist so kompliziert. Wenn es in der Schneiderei gibt, dann ja. Der will mich einfach nur nicht von seiner Insel weglassen, der Havara.
Also weil er spielen muss, also. Ach so, Kathi. Ach so. Du, wegen mir fahrt so Lea über Nacht bei ihr. Überhaupt kein Problem, aber du hast einen Nachteil. Wenn du bei Lea auf der Insel bist, musst du später DBD spielen mit ihr. Ich will dich nur beschützen. Ah, DBD. Ach, Krampf. Na gerne. Also, ich denke, ich denke, dass Lea kein Problem damit hat. Entweder kommst du zu ihr oder sie zu dir. Rettet die Mod. Ach, Kate, genau, by the way. 1800 Nuke-Meilen, Lena. Ja, das ist viel. Also Lena, wie gesagt, du musst es nur sagen. Wenn du magst. Oder generell, wenn ihr wollt, dann mache ich euch die Insel auf. Ich müsste nur... Mit Doug Wolfer darfst du nicht reden über das Thema. Das ist der Animal Crossing Milliardär. Katzenbiss. Also ihr müsst es nur sagen. Darfst auch gerne kommen. Also wer Tamara will, darf sie haben. Sie ist schon ausgezogen. Also sie sitzt auf Kisten, sagen wir es so. Um in perfekter Tierhändlersprache zu reden. Sie sitzt auf Kisten. Achso, blub. Sarah, ach Gott. Bella ist auch cool. Mal überlegen, wie schaffe ich es beim Fischen super tough rüberzukommen. Du bist cool. Hätte die letzte Nacht lieber mal an meiner coolen Angelpose gefallen, anstatt um die Häuser zu ziehen. Jetzt müsst ihr mich kurz aufklären. Wann ist die Diskussion mit den Nuke, mit den Nuke, vor allem den Nuke, mit den Nuke-Meilen-Tickets, wann ist die aufgekommen? Ich habe das gerade vorhin irgendwie überlesen, glaube ich. Kann das sein? Ich bin stolz, Martin. What? Kurze Bilder, oh mein Gott. Ich hab's echt irgendwie... Ach so, ich kann dir Cleo besorgen, wenn du willst. Kätchen, nee. Musst nicht, ach so. Also by the way, meine Cleo ist auch von Cat. Dockwolf überlegt sich einen Namen und setzt Attentat ein. Oh mein Gott. Ach Gott. Ihr wieder. Ich angel jetzt. Was habt's davon? So schaut's aus. Oder ich frage noch ein letztes Mal. Soll ich aufmachen?
Wollt ihr her? Zu Sarah komme ich, also zu Sarah können wir auch noch schauen. Oder Sarah, ich kann auch kurz, wenn du magst, erstmal zu dir schauen, wenn du willst. Wenn du magst. Dann kann ich mir dein zweites Haus erst schön anschauen. Fatima, hallo. Hallo, beziehungsweise guten Abend, Bim Bam. Zu dieser späten Stunde fühle ich mich manchmal etwas einsam, umso besser, also dich hier zu treffen. Oh. Wer es noch nicht weiß, ich bin der beste Angler in Animal Crossing. Jetzt gleich sehen. Okay, scheiße. Hat sogar mal geklappt. Meistens versau ich's. Aber es wäre vor 9 Uhr. Vor 21 Uhr. Das heißt, wir könnten eventuell einen Mondfisch angeln. Tag Wolf, was jetzt warten? Nein. Der Wuff-Wolf. Ach Gott. Der Mondfisch ist auch wie ein Hai, oder? Oder ist es ein normaler Fisch? Mondfisch for life. Ja, okay. Haiflosse. Gut, dann suchen wir jetzt Haiflosse. Das Wuffwolf greift Philipp an, aber fällt durch ihn durch. Philipp ist nicht real, oder was? No. Ich habe gehört, dass es auf anderen Inseln mehr Chance gibt, Hai zu fangen. Ich komme schon, Sarah. Doc Wolf hat eine Attacke, hat Philipp gelangweilt. Das ist schlecht. Philipp setzt not amused ein. Ist die Insel offen? Ich vermute nicht. Hier bist du ein Geist. Ich warte mal kurz. Also generell würde ich sagen, ich fliege jetzt mal zu Sarah, schaue mir die Insel nochmal an, dann komme ich bei ihr zurück und dann, wenn ihr mögt, mache ich die Insel mal auf. Wenn dann wer Tamara haben will, kriegt er sie gerne. Kai, danke dir. Danke dir. Servus. Berlin Tag und Nacht. Oh mein Gott. Eventuell bis später. Danke dir. Ciao. Hab keinen Platz. Also für Tamara. Schau mal. Offen, okay. Online. Nelina aktuell tatsächlich noch nicht. Ciao Kai, danke dir. Wir fliegen kurz zu Sarah. Und schauen uns ihre Bude an.
Und eventuell, oder sehr wahrscheinlich, machen wir dann auch die Insel mal auf. Und wenn du dann immer noch magst, kannst du dann auch haben. Oder auch nicht, ich meine, der geht es bestimmt auch gut, wenn sie anderweitig irgendwo hinzieht. Hab dich Knockout gebissen und den Geist angegriffen. Lukas, hi, grüß dich, ahoi. Bist auch mal da. Grüß dich. Jetzt weiß ich nicht, ganz kurz, Kathi, hast du das mit Lea was ausgemacht oder sagst du dem, oh mein Gott, waren da immer schon so viele Blumen? Ich glaube ja. Mighty, Servus. Ahoi. Ja, okay. Dann. Okay. Kurze Frage: Hat einer von euch vielleicht die Lehmkochfeuerstelle? Weiß nicht genau, wie die heißt für mich. Lehmkochfeuerstelle. Kennen die anderen vielleicht schon, ja. Akku, oh mein Gott. Lukas halt leider nicht. Das müsste ich vorher ausmachen, dass ein paar mitmachen. Aber machen wir schon noch, kein Problem. Ah, das ist die Insel von Sarah, aktuell. Also meine Insel mache ich später auf, ja, ja, klar. Kein Problem. Ach, das ist der Haus, das zweite. Ach so. Du bist Haus eins, das. Ah. Sari. Sari 05. Also Sarah ist Sari 05. Hier sind wir gerade drauf. Genau, ich. So mit. Das zweite Haus von der Sarah. Oh. Ich kann Saxophon spielen, falls ihr das nicht wusstet. Oh, cool. Cat, was ist los mit dir? Übt da wer? Ach, ist das nichts? Da ist ja noch gar nichts drin.
Ich mir wegen Mario Kart. Ach, stimmt, gestern war's bei Machtel, ne? Stimmt, gestern habt ihr bei Machtel gespielt. Und wie war's eigentlich? Wer hat gewonnen? Nice. Also vor ein paar Tagen angefangen für das. Oh, jetzt kommt sie. Für das bist du schon ziemlich weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind da schon 3 Räume angebaut. Einmal wird der Raum größer, glaube ich, das erste Mal. Das zweite Mal, dann glaube ich, hinten, links, rechts, ne? Ah, es lief ganz gut. Die Musik, ne? Der Link hat ganz schön Druck gemacht manchmal. Zeig mal den anderen, der Insel Sarah, komm. Gehen wir nochmal rum. Ich hasse es, vergesslich zu sein. Was ist los, Lukas? Sehr froh, dass du richtig bist. Zwei, drei Blumken. Ich sage, ich bin echt gespannt, was bei mir da rauskommt bei der Insel. Kabuki! Hey! Bist du Besuch bei uns auf Noctopia? Ich bin Kabuki. Fast immer nicht ein neues Gesicht zu sehen bei immer nur denselben Leuten kriegt man Inselcola. Hi! Es war bei mir aber oft genug knapper, als mir lieb war. Okay. Es geht so gut. Mäh, Schaf. Stimmt, genau, die Grillbäume hinten. Ach, stimmt, genau, bei dir warst du, hast die Bewohner direkt im Eck oben gehabt. Genau, richtig, ja, stimmt, ja. Nee, eigentlich nicht. Schlemmfestkamin. Soll ich kurz meine Anleitungen durchschauen? Vielleicht habe ich es zufällig. Bäume, die ganzen Obstbäume, nice. Anleitung. Ach, das war bei dir, genau, stimmt ja mit dem. Stimmt, ja genau mit der Socke. Stimmt. Blumen ohne Ende. Gibt es Artikel, die es nicht als DIY gibt? Filine, hallo, willkommen, Graz. Ich wollte mit dir reden. Eigentlich habe ich heute ja noch so einiges vor, aber ich hätte auch große Lust auf Psychologie. Und ja, weiß, wie heißt es so schön, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich würde mich einfach etwas beeilen.
Wurde gefragt, ob ich 19 mit Freunden online spiele und ich soll pünktlich sein, habe es natürlich vergessen und ich muss noch ein Update machen. Oh mein Gott. Coco! Hallo und willkommen, Hopsa. Lass uns plaudern. Emilis, was hast du denn zuletzt so getrieben? Ich selbst das als geheim. Spannend. Muss dann aber gleich gehen, kein Problem. Sarah, kein Problem. Einmal Campingplatz, ah nice. Gutes Beispiel. Scheiterhaufen für die Bewohner, die man nicht mag. Ah, wichtig, braucht man. Ach, du hast sogar davor was aufgestellt, das ist cool. Müsste gestern ein Update machen an meiner Switch, das war ein großes Animal Crossing Update, oder? Hatte die das auch? Die Switch ist auf Version 13 gesprungen. Dena, vielen lieben Dank, danke dir. Die Switch ist auf Version 25 wegen Dena, auf Version 13 oder 1.3, glaube ich, gesprungen. Ich glaube 13. Und hat damit die Bluetooth-Kopfhörer, glaube ich, geaddet. Ja genau, Bluetooth-Update. Also hat nichts mit Animal Crossing zu tun gehabt, leider. Leider. Schade. Kann ich machen, Lina. Ich bin bloß auf einer anderen Insel aktuell noch. Gleich. Sarah. Wisst ihr, wann das nächste Animal Crossing Update kommt? Also Animal Crossing weiß ich nicht, aber das Update. Wuffi! Und da ist was für Kathi. Ein Pferd. Drei Jahre Update-Support. Leider nicht. Heißt das, ich kann mein Headset jetzt an der Switch nutzen? Das ist ein Hund. Okay, Sarah, sorry. Es hat ausgehört, weil er so hoch macht. Ich habe es irgendwie am Pferd gedacht. Okay, stimmt, Hund. Ja, ja. Das geübte Auge, ne? Sorry. Das ist wie ein Pferd. Tut mir leid. Ich hab mein Jam-Emote nicht. Bluetooth, wir sind Nintendo und am schnellsten, wenn es um neue Technik geht. Was drücken? Holztischspiegel. Darf ich mir die anschauen? Der geheime Pfund, na der gemeine Pfund, der Pferdhund. Ich schau mal kurz, Sarah, danke dir. Kann ich so nicht kennen, gerne. Ja. Haben wir schon mal. Oh, kenne ich beide nicht. Danke dir. Vielen lieben Dank. Kannte ich beide noch nicht. Die hier habe ich vorhin geschenkt gekriegt von der Noisette. Okay. Danke dir. Die Pfund, oha. DIY für Bastöckchen. Ja, mein Gott, ist der wurscht. Ich weiß mit 100%, vergiss die Hater, mein Internet hasst mich am meisten. Blumken! Jemand kommt zu Besuch.
Dogfan? Dogfan von Duck. Ach, das bist du. Hallo. Mit Sprinkles im Gesicht. Wuff, Cat defeated. So, schon nächste Führung machen. Sarah ist auch Touristenführer. Okay, dann bin ich weg, Sarah. Ja, ein Nebenjob. Tschüss. Miau zu Glebo geworden. Käthi, meine Lenas Pockelkatze. Ich will nach Hause. Roshi. Aber man kann sich noch ein Dockchen umbenennen, nicht zu spät. Bye, Sarah, danke dir. Bye, bye. Mir geht's gut, Lukas, danke dir. Vielen lieben Dank. Hey. So. Angeln. Tauchen. Eventuell umpflanzen. Eventuell. Ich frage jetzt einfach nochmal. Möchte Tamara wer? Heute wäre die Gelegenheit. Wenn sie ja mag. Bei mir ein Anime und Stuff. Moment, ich schau mal. Ach, das Ding. Ja, das ist so Lehm-Tonofen, ja, irgendwie sowas. Also am Discord. Moment, ich muss Werbung machen. Und Anime und Stuff seht ihr, was sie meint. Leo! Wie oft sich unsere Wege heute wohl noch kreuzen werden, Emitz. Lass uns quatschen. Ein bisschen Natur sollte unsere Insel noch immer bewahren, egal wie viele Häuser hier stehen. Fortschritt ist schön und gut, doch unser Gemüt verlangt auch noch Entspannungsräume. Miau. Ich schaue gleich mal, ob ich es habe. Moment, ich kann kurz in den Anleitungen schauen.
Was ist das? Möbel? Kleinkram? Kleinkram nicht. Ich habe ein Kesselbad. Moment, was haben wir denn? Feuerstelle. Das ist ein Steinofen. Es ist ein Item zum Kaufen. Ach so, okay. Dann habe ich es wahrscheinlich nicht. Dann habe ich es sicher nicht. Ich schaue gern. Cat kann es bestellen. Alles klar. Lustig, die Popcornmaschine neben dem Whirlpool in deinem Wohnzimmer. Ja. Ein Problem damit. Ich mach mal auf. Online-Spiel. Morgen holst du noch. Ach, nice. Moment, sag nix. Du hast keinen Typ nicht gesagt, aber du hast den Hersteller gesagt, ich bin schlecht in den Bereichen. Kannst du auch machen. Kite, ja, gern. Gern. Dann mach ich auf. Ich weiß die Marke nicht mehr. Lukas. Aprilia war es nicht, der Honda, glaube ich, war es nicht, der Suzuki war es nicht. Dann war es schon. Bin unterwegs, ja. Der Doofcode. Sieben zwei acht vier L heißt übrigens Kochstelle. Ah, okay. Genau, Toni. Darf übrigens jeder kommen, der mag. Lukas Test, ja. Aprilia habe ich gelesen, ja. Aber ich kenne es leider immer noch. Also ich weiß, dass es die Marke gibt, aber ich kenne leider keine in dem Bereich. Ich habe nie 125er. Von dem her kann ich schlecht sagen. Für 10 Minuten Frieden kannst du mir sie auch schicken.
Test 2 Lukas, was ist los? Ah, Fisch. Brauchen wir es bei den Militärs, falsche Wort. Haben wollen eher, oder? Nein. Ich bin so schlecht im Angeln. Wer wohnt hier? Ach, Tatjana. Stimmt. Rossi, fett, dass du mich in meiner Bude wärst, Emils. Lass es plaudern. Schon wieder Donnerstag. Mach Sachen. Donnerstag läuft immer fettes Zeug in der Glotze. Schön, morgen ist Freitag. 100,1. Neulich bin ich beim Zappen auf so ein neues Reality-Format gestoßen. Promise beim Chiropraktiker oder so. What? Das ganze Medizin, bla bla, ist krass öde, aber ich feiere es total, wenn es beim Rückenrenken knackt. Aber komplett, ja. Ich liebe das auch ohne Ende. So, Fischi. Wo ist Fischi? Ah, ich habe übrigens, Moment, ich leg's mal kurz raus. Ich schaue kurz, ob Fischi da ist. Ich habe auch Banglerfall. Ich habe auch ein paar DIYs, wenn wer noch braucht. Ich leg's aber dann raus. Okay, hier ist keiner. Kein Hai. Was? Ich bin übrigens voll Multitasking, weil ich zocke, koche und schaue Stream. Nice. Was gibt's da Gutes? So, ich gehe erstmal essen. Man sieht sich. Lukas, danke dir. Guten Hunger und guten Appetit. Froni, grüßt du? Woher sei gegrüßt, Kids? Ich wollte mit dir reden. Ich hoffe, du hast heute einen ganz vortrefflichen Tag. Man sollte sich jeden Tag herausfordern. Kürbiscurry. Nice. Ja, ja, ja. Kürbis ist gut. Ich auch neu mit Essen, Zocken, Trinken und Stream, YouTube schauen. Uiuiui. Ja, ne, also. Ich leg die mal draußen, was ihr braucht. A whole new world. Ich sitze nur da und gucke, es sind immerhin 2 Sachen, Toni. Also ich meine, ist auch Multitasking. Außerdem schreibst du noch. Ich gucke und zocke. Hi, einmal die Kochstelle. Gut, ich richt's her. Und ich streichle meine Miezekatze Humboldt. Der Humboldt, wie cool. Geschätzter, unbekannter Leser, ein heißes Bad hat mich jüngst zu einer glänzenden Idee für eine Bastelanleitung inspiriert. Ich fühle mich dazu verpflichtet, meine Idee mit anderen zu teilen. Ich hoffe, du schreitest zur Tat. Es grüßt dich, Natalia. Kokosnuss-Wandkübel. Okay.
Niki zockt Austria. Hi, grüß dich. Wieder wer aus Australien. Wieder wer aus Österreich, aus Australien. Mein Gott, ich bin so blöd. Hi. Hallo. Willkommen. Ach, das Ding. Aus Australien, ja. Ich bin der beste Dreher in Animal Crossing, ich sag's euch. Ich schaff's noch, Moment. Ich schaff das noch. So, jetzt. Das ist die Kochstalle, die Luna möchte. Ich leg's mal dahin. Das haben wir vorhin, glaube ich, noch gehabt, oder was war das? Ein Nageldeko-Set. Dekoriere ich da Nägel? Ah. Kann man dir weiß per Post verschicken? Du bist sehr cute, liebig. Hey, Toni, ja, wenn es nicht geht, ins Geschenkpapier einpacken. Ach, das geht. Man kann es in Geschenkpapier einpacken, dann geht es. Aber man kann sich ja... Nee, ich glaube, ohne Einwickeln geht es, glaube ich, nicht. Ich habe bisher braunes Antikbett, Naturantik Frisiertisch, Braunantik Schreibtisch, Braunantik Sekretär, Naturantik Standuhr, Naturantik Stuhl, Naturantik Tisch, Antiktisch. Ein Antiktisch. Naturantiktischchen. Antiktischchen. Solche Wörter gibt es auch nur im Deutschen. Antiktischchen. Antiktischchen. Antiktischchen, 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 Antiktischchen. Hört sich immer komisch an, wenn man es laut sagt. Was, Bruder, du bist erschreckend. Ich will immer auf die 100%. Sie vereinfacht einem echt die 100%. Ich auf die 40. Kannst du mir das Kokosnuss DIY schicken? Ja. Ich versuch's. Du darfst ja gern kommen, wenn du magst. Das ist kein Problem. Moment. Du darfst aber nicht wagen, mich dir helfen zu lassen. Was fehlt denn noch so? Philipp, danke dir. Der Wolf, machen wir es doch so. Ich bestelle die Serie, lagere sie ein. Wenn ich sie komplett im Haus habe, gebe ich dir Bescheid. Dann kannst du komplett zum Katalogisieren kommen. Die Katrin aus Hogsmeade. Hogsmeade? Wieso sagt mir der Name irgendwas? Harry Potter. Ich kenne eigentlich alle Harry Potter. Hogsmeade. Was war das? Hallo. Hast du die Diner-Serie in Türkis oder in zufällig? Ah, da ist sie. Hallo. Das Dorf, wo sie im dritten Teil Butter betrinken. Ah! Hogsmeade.
Ich. Die Harry Potter sind tatsächlich schon längere Zeit her bei mir. Ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, oder 1,5 Jahren mal angefangen mit einem Kumpel wieder zu schauen, aber wir sind, ich glaube, bis dritten Teil kommen. Oh, du hast auch die Flügel, nice. Sieh grad. Ach, schade. Hallo. Kein Problem, kein Problem. Dank Cat, nicht mir. Dass du angefangen alle Bücher zu lesen. Nice, oh mein Gott. Wir haben die Bücher auch daheim. Aber gelesen habe ich den ersten Teil auf Englisch. Zweiten Deutsch. Ende. Bin mehr so der Film-Mensch. Nein, du hast eigentlich aktuell nichts verpasst. Wir haben nur ein... Ach, du gehst schon wieder. Okay. Tschüss. Er muss eh wieder mal weiterlesen. Bin gerade beim 4. Okay. Ich muss aber sagen, ich mag die Harry Potter an sich schon. Ich finde aber die fantastischen Tierwesen interessanter, sage ich jetzt mal. Was ist interessanter? Ähm, Zumindest die neueren fantastische Tierwesen. Ein Bird of Findham, glaube ich, war's. Und der zweite Teil, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Die waren auch cool. Die mochte ich schon gern. Freue mich am dritten jetzt dann. Die Toni. Die Meerfischerin. Oder die Meerlehrfischerin. Die Lehrfischerin. Achso. Also war es tatsächlich nicht gemeint. Ich wette ja mit Doppel-E. Toni! Cat darfst da gerne kommen, wenn du magst. Achso, aber. Achso, gut, dann kann ich dir die DIY gleich geben. Komm her. Ich hätte es gerade einpackt für dich. Ich rocke. Ach Mann. Sie findet mich nie. Perfekt versteckt. Wo bin ich? Keiner weiß es. Ich bin ein Ninja. Sie haben mir... Daneben. Oh, schade. Der Kokosnusswandkübel für Toni.
Ach Gott. Ui, die Angel schon wieder. Muss ich jetzt Angel lernen? Okay. Wieder Anlauf. Oh, der war stark. Macht eigentlich sogar Sinn, dass wir ein bisschen angeln. Weil der Lummer ist da ist. Der Biber. Der Bibber. Schauen wir zu von der Weite. Ah, und sie hat noch. Oh mein Gott, sie. Und ui! Was ist denn das für Viech? Ba, ba, ba. Warte mal. Ich vergaß. Ah, by the way, warte, Moment. Wir haben vorhin. Wo war es denn? Wo war es? Lea, bist du noch da? Eine Rainbow-Katze. Ich habe gesehen, du hast mir was. Ich habe letztens mal meine Inselflagge für dich designt, weil mir langweilig war. Cat, komm, logisch. Komm vorbei. Insel ist offen. Jeder, der mag, darf kommen. Kein Problem. Kein Problem. Achso. Philipp, danke dir. Miau. Ach, nice. Ich finde es immer nur schade, dass in Animal Crossing eigentlich nichts gibt, was man machen kann. Also so zu... Wenn ein paar Leute da sind auf der Insel. Das sogenannte Freunde-Update, finde ich, fehlt noch. Das fehlt schon hart. Da hat es bei dem, glaube ich, mehr gegeben bei New Leaf. Der versteckt sich im letzten Eck da. Jo, hier ist er wieder, euer lieber Biber. Loma ist da, um euch zum Fisch zu verführen. Aber wem erzähle ich das? Du folgst mir ja sicher in sämtlichen sozialen Netzwerken auf Schritt und Tritt. Logisch. Und du hast die Verwaltung meiner Ankunft sicher schon die Angel und deine Online-Präsenz poliert. Ja. Du weißt, wie sehr ich Angelmeister zu schätzen weiß und ich weiß, wie sehr du Sternis zu schätzen weißt. Kleiner Hinweis noch. Angeln ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Wer gestern glänzte, stinkt heute ab. Das ist richtig. Ich stink jeden Tag ab. Deshalb muss ich jedes Mal wieder alle Teilnehmer auf eigenen prüfen, bevor ich ihnen was abkaufe. Du kannst mich krallen. Nee, so ist es nicht. Miau, miau, Rauch. Danke für die Post. Du weißt, was Hunde mit Postboten machen. Sie lassen sich streicheln. Cat, warte kurz. Muss Hai fangen. Ach, wenn du kommst, dann ist der Hai weg.
Die rennen los, bis die Kette zu kurz ist und sie zurückgeschleudert werden. Ich würde sagen, die werden gestreichelt. Bis jetzt war nur jeder Bam. Oh mein Gott. Gott, ich bin auch gespannt. Ja, du kannst. Wenn das Tony Bam kommt, dann ist alles gut. Ich leite uns mal ganz vorsichtig an. Komm. Gott. Gott. Zeig mal dein Ding. Ein Fischi. Ich hätte eine Frage, kannst du mit dem Fischi da irgendwie die Bäume zurechtstutzen? Den da. So, sorry, Papa ist gerade amok gelaufen am Telefon. Was habe ich verpasst? Ach so. Eigentlich nix, so viel. Sägehai, genau. Der Sägehai. Sägehai. Du musst die Bäume stutzen. Kommst du auch bei, Kathi? 2 sind schon da. Bei Sarah waren wir vorhin, haben die Insel am lang geschaut, das Haus, das sie gebaut hat, das zweite. Jetzt renne ich gerade willkürlich durch die Gegend. Und meine Bewohner verhungern wahrscheinlich, weil sie nur Obst essen müssen, weil kein Fisch mehr im Wasser ist. Das Sägehai, eine neue Waffe für DVD, oh mein Gott. Musste dann das Killer beeilen, der stirbt dann innerhalb von 2 Minuten, weil er keine Luft mehr kriegt. Oder keinen Sauerstoff. Die Cat, hallo. Ist ein Methodocode offen, Kathi, wenn du magst. Gibt schon WoW, oh mein Gott. Hallo. Katze. Muss jetzt mal runterkommen nach dem Telefonat. War es so schlimm? Oh. Kurz wegsnacken. Kenne ich, glaube ich, schon. Schade. Und ich kenne die Baumgartskommune noch gar nicht. Nice. Oh, ich immer versehentlich die Emotes löschen, ne? Okay, leider. Goldrüstung kenne ich safe noch nicht. Die muss man gleich anschauen, das ist bestimmt cool. Kenne ich. Krieg ich leider. Okay. Legen wir uns für den nächsten hin.
Haben wir schon gemacht mit den Meilen. Doch. Haben wir schon gemacht. Ich geh mal kurz in den Laden rein. Mein Papa liebt halt die Scarlett so arg, ist sein Baby. Dementsprechend stopft er sie mit Zuckis voll. Carol Kappa 20. Danke dir, vielen lieben Dank. Hi, grüß dich. Willkommen. Mein Papa liebt halt die Scarlett so arg, ist sein Baby. Dementsprechend stopft er sie mit Zuckis voll, wie es nur geht. Heute war aber die Frau Doktor da und die war über die Wampe nicht erfreut. Jetzt muss ich dem alten Mann stecken, dass Zucki tabu ist und fand er nicht toll. Und das ist sowieso alles andere schuld, aber nicht die Toni. Was? Das ist sowieso alles andere schuld, aber nicht die Toni Zuckerl, die er hier immer reinschiebt. Muss da noch ca. 20 kochen und dann gibt es lecker Currynampf. Der Currynampf. Die Carol, hallo. Oje. Schon im Schlafanzug. Du kochst jetzt nur 20 Kürbisse? Oder was 20? Komm gleich. Ich weiß, dass der Lomo ist da ist. Ist mir jetzt aktuell gerade ziemlich egal. Moment. Mindestens 20 Kürbisse. Ich vermute mal 20 Minuten, oder? Ja, war klar. Mindestens 20. Wie war klar. Ich dachte, du musst 20 Mal kochen. Ach da. Hallo. Danke dir. Musst aber nicht. Also wirklich nicht. Alles gut, Caro. Alles gut. Brauche ich gar nicht. Danke dir. Wirklich nicht. Ist okay. Habe ich dir öfter gesagt. Nimm's ruhig wieder mit. Spiele ich mir schon nach und nach. Kein Problem, danke dir. Ich freue mich, wenn wer vorbeischaut. Kein Problem. Ich lösche wieder die Emotes in dem Moment. Ach, der Boomer-Moment ist das immer. Aber die Emote löscht. Das war... Un momento. Das da. Klatschen. Einfach ein nicer Look. Toni schreit mir im Moment. Die mit den Fischen, ne? Das ist der Hammer. Oh mein Gott, schon wieder. Wie viele Mondfische ziehst du raus? Das verstehe ich nicht. Ich muss echt mal schauen. Blub. Ach Gott, der heilige Mondfisch ist der wohlgesonnen.
Ach man. Ach man. Müssen wir sie streicheln. Danke für den Applaus. Ja, was? Das war eine kurze Trainingseinheit. Okay, da geht noch mehr. Komm, einen schaffst du noch. Okay, jetzt. Und eins. Und zwei. Müssen alle nur zwei machen, ne? Also irgendwie. Ich habe das Fahrrad eingeschalten. Und Ball gespielt. Ich lege aber lieber hin. Ich sag's nochmal. Wenn wir, wer gerade da ist, wenn wer Tamara möchte, einfach anquatschen. Oh, wollte ich nicht. Hm. Was ich glaube, Ed Hölle hat an Tamara Interesse. Wer ist Ed Hölle? Tauschen gehen? Wo ist Cleo? Cleo! Ach, tauchen gehen. Carol, kannst du ruhig kaufen. Also, was drin ist, nimm mit. Ach, die Hölle allgemein. Ach so, ja, das kannst du sehen. Da passt es ganz gut hin. Hier. Ach, da. Teufel und so. Huch, du kannst halt ja gar nicht genug von der Gesellschaft bekommen. Ich bin richtig froh. Kennt sie dich noch, Cat? Ich denke schon, oder? Welches Parfüm ich verwende, entscheide ich je nach Wetterlage. Heute zum Beispiel sollte ich nach Orangen riechen. Ob das eine gute Wahl war, ich habe den Eindruck, dass einige Insekten ganz wild auf mich sind. Wenn sie kocht, dann riecht sie nach Zwiebeln. Das ist mir ganz praktisch. Danke dir, Cat. Ich lasse euch öfter kommen. Wenn du mir die ganzen Blumen gießt. Das Tamara schon. Ah, schade. Ich finde es ja ganz cool, Tamara. Aber... Cleo kennt dich noch. Ah, nice. Das finde ich schon cool. Bella müsste ich auch kennen. Die ganze Insel von Cat, ne? Steck dich her. Ostern. Rainer ist bei dir. Okay, nice. Vielleicht komme ich später noch, Kathi. Oder du kommst her und nimmst Rainer mit. Wäre das nix? Was wollte ich? Ich wollte einen
Nein, ich wollte ähm, dich. Stimmt, die Bella hat sie vergessen, die Cat. Einfach so die Bella. Die Bella ist ähnlich cool wie die Cleo. Also ich glaube tatsächlich, ich mag Froni und Fatima auch sau gern. Okay. Annika Herz, hi, grüß dich, danke dir, hallo. Ahoi. Er hat Furchtgemälde. Oh, Furchtgemälde ist cool. Das Furchtgemälde ist quasi das da, oder? Warte, Moment. Ich glaube, ich musste ausbuddeln. Moment. Versuch mal, ob du buddeln kannst. Ich weiß nicht. Darfst gern versuchen, ja. Nimm ruhig eine. Ich weiß bloß nicht, ob es geht. Keine Ahnung. Die ist lila da. Die bitte nicht. Das sind schwarze. Hier. Ich glaube, es geht nicht, ne? Also zupfen nur. Ach gut, zupfen kannst du gerne. Kein Problem, kein Problem. Ich dachte, darfst du gerne, logisch. Ja, hol mir Bella wieder auf die Insel. Bella ist wirklich cool, ja. Lena, hi, grüß dich. Welcome back. Wenn du magst. Ich hab's vorhin schon gesagt, komm auch gern vorbei. Wir rennen schon 2, 3 rum hier. Na? Sexy, hm? Annika Herz, wenn man die Insel anfangen will, aber die Konsole sagt ohne Saft. Nein, danke. Schönen Abend. Ach Gott. Jo, logisch. Ach, Ton ist Wasser. Ich habe Schnecke. Wäre schon ein krasser Zufall, wenn jetzt der kommen würde. Meinst du? So doof ist es, aber ich habe endlich eine Idee für den Barmeninsel. Ich noch gar nicht. Also, Annika, ich habe ich sag mal, einen groben Entwurf in meinem Kopf. So glaube ich, kann man es eher sagen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es umsetzen kann, weil ich A, nicht alle Items kenne, die es in Animal Crossing gibt. B, natürlich dementsprechend zu wenig, ich sag mal, es dauert ewig, alles umzusetzen. Das meine ich. Du zeichnest deine Insel vorher. Ach, bei dir ist schon zweite Insel. Cool. Finde ich auch cool aus. Auch cool. Nice. Okay. Tag Wolfo. Ahoi. Kann ich von jemandem diese Tickets für die Insel abkaufen? Du meinst die Meilentickets? Ich weiß nicht, ob die wer dabei hat aktuell. Bist voll nett, danke dir. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Hilfe, der Wolf kommt. Ich bin nur ein armes kleines Kätzchen. Wir passen schon auf. Es sind jetzt ein paar mehr Katzen da. Cleo, Tamara ist auch eine Katze. Noch ist sie da. Ich bin eine
Wir sind Animal Crossing. Wir sind at Animal Crossing Händler, ja. Oh mein Gott. Aber finde ich cool, wenn du die zeichnest. Wirklich. Ist nice. Also, ich habe es versucht. Was heißt, ich sag mal so, bei mir ist immer so, ich habe eine gewisse Grundvorstellung im Kopf. Die dann umzusetzen, ist eher so schwierig. Ja, danke dir, Carol, kein Problem, kein Problem. Ich dachte, du möchtest die Rose komplett haben. Wäre auch kein Problem nicht gewesen. Also mit zum Einpflanzen. Habe in meiner insgesamt das 3 Millionen Stern ist. Okay. Ich habe aktuell, ich weiß gar nicht, 60.000 glaube ich. Ich habe die Rüben verschimmeln lassen. Aber es kann immer schon wieder. Kein Problem. Es macht umso mehr Spaß, kann man wieder sammeln. Die erste Insel war echt simpel gehalten. Diesmal will ich die Bewohner und mein Haus auf Bergen haben. Also ich kann es ja mal ganz grob sagen, wie ich es geplant hätte, so in der groben Richtung. Also ihr seht die Insel unten rechts. Geringverdiener, oh mein Gott. Auch wohl für den alten Milliardär. Ich habe, und ich zeige es euch einfach mal, wenn ich hinrenne. Ich werde irgendwie versuchen, ich muss ehrlich sagen, das haben wir bei der Kathi ihre Insel angeschaut. Die hat die bessere Insel erwischt, glaube ich. Zumindest hat sie Ewigkeiten lang durchblättert. Ich habe das irgendwie nicht gemacht. Ich dachte, es gibt nur 4. Da gibt es ja sicher wie viel. Hier muss ich schauen, dass ich irgendwie noch verbinde. Und ich würde dann quasi da im oberen Bereich am Land irgendwie einen Bambuswald hinbauen wollen und vielleicht so eine Art, ich sag mal, Tempel rein. Der Tempel wird eventuell dann mein Haus. Ich weiß noch nicht genau, weil es eher am tempeligsten ausschaut. So, Moment. Hier habe ich mal angefangen, aber es ist noch nicht, also ich habe noch ein paar Bambus hinpflanzt, zum Gaude halber. Es ist nichts final, ich habe es nur einfach irgendwo auf einen Platz zusammen hinbaut, dass die Bambus einfach mal alle beieinander sind. Ich habe da ein paar bei mir umgesetzt, weil ich einfach die nicht unterbringe. Und dachte mir, hey, warum nicht? Es wäre so interessant, dass ich quasi irgendwie noch ein Konzept habe. Das ich noch nicht habe. Also indirekt ja in meinem Kopf, indirekt, aber irgendwie auch nicht. So glaube ich trifft das mehr. Und deswegen habe ich mein Haus auch quasi so einigermaßen ein bisschen umbaut in die Richtung. Jemand kommt zu Besuch. Wer kann das sein? Wer kann das sein? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man glaubt es kaum. Schau hier, ein Nosenbär. Wo hat denn der seine Nosen her? Warum immer? Hi. Da, 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 da. Ich will gerade ganz ernsthaft wollen. Wieso, Toni, was los? Buhu ist da? Welcome back, Frau Dogfan. Aus dem Maldiges. Ich habe ein paar, ja.
Aber so verkaufen eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie die anderen sind, ob eventuell Dark Wolfo welche zu verkaufen hat oder ich weiß nicht, ob Philipp noch da ist. Keine Ahnung. Philipp ist also ein alter App-Händler. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich will alle Blumen gießen, wachsen nicht besonders gut, oh mein Gott. Wie viel brauchst du, Lena? Wie viele Tickets? Ja, wo ist er? Moment, ich musste kurz. Wo ist der eigentlich? Hi. Ja, genug Saft hat die Konsole heute, aber versehentlich damals das Spiel ganz gelöscht. Da habe ich erstmal installieren. Oh mein Gott. Das ist schade. Also, wie viel brauchst du, Lena? Ich kann da ein paar geben, ist kein Problem. Brauche aber kein Geld dafür, das ist kein Thema, nicht? Kann dir Cleo, wie gesagt, sagen, wenn du willst, auch heute noch. Lena, sie meint es ernst, also ich kann es dir wirklich sagen. Ich habe Cleo auch vor ihr. Ich habe, nachdem ich ungefähr knapp 100 Meilen-Tickets rausgehauen habe. Bisschen warten musst du. Das einzige, glaube ich. Okay, hätte ein bisschen rumrennen lassen. Aktuell noch. No, ich hab mein Ding, ich hab mein... Lena, brauchst nur einen freien Platz. Ich hab Victor von dir. Ich hab Victor heute selber über den Campingplatz geholt. Yay. Hat einen freien Platz, das ist nice, okay. Ich bin immer noch der einzige wahre Tierhändler. Ich gucke zur Not doch noch. Da hat circa eine Stunde, ne? Tja, jetzt sind wir heimkönig, gell? Ah, schwierig. Danke für den kurzen Besuch, Lena. Die Uhr hatte ich auch noch nie. Was macht die Uhr? Die Uhr habe ich auch noch nicht gesehen. Aber anscheinend, dass jemand heim ist, das normalerweise mit Minus rausgehen oder Disconnect, oder? Dachte ich. Die Uhr habe ich noch nicht gesehen. Die war mir auch neu, ja, das stimmt. Na, achso, weiß ich gar nicht. Ich habe die Uhr oben drüber noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's jetzt auch noch nicht so lang, aber war immer so. Und die Uhr auch. Gut, es hat kein Update geben. Also. Ach, hier ist die Fahne auch. Ach, nice. Wie soll die rauskommen? Jetzt muss ich auch noch Blumen gießen.
Aber den frei. Das ist ein Paul mit dem Lesen nicht klappt. Ah, dann kommt die Uhr. Okay. Gießkanne. Ich wusste es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste wirklich nicht, Toni. War mir neu. Ich bin noch selber noch neu. Oh mein Gott. Kate ist am Fabrizieren. Kate muss leider zur Arbeit, ja. Caroline, mein Haus, du kannst gern schauen. Es ist leider noch nichts, also es ist noch ziemlich unfertig. Animal Crossing muss ein Update machen, ja, wirklich. Oder kommen jetzt gerade eins? Nee. Ich habe den Badeanzug wieder an. Da haben wir seinen Benutzernamen und Insel, eine Insel. Geht das nicht? Über den. Ach, so kann ich euch die. So kann ich die Dinger anschauen. Die Pässe. Alle Blumen gießen. Ich gieße weiter, Cat. Morgen ganze Insel überwuchert. Nichts mehr hinbauen können, alles voller Blumen. Tu nicht das immer, wenn du uns suchst. Oder alle död und ersoffen. Ich wollte mir eh Bälle holen, da kann ich zum Fliegen mit einer Klappe. Da kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nice, okay. Moräne, okay, nice.
Miau. Ah, das ist ein Fossil. Ein Fossil. Oh mein Gott. Hi. Ach, Lena the Puppy. Hi, grüß dich. Sehe ich erst. Ich war gerade auf Lena ist. Okay. Lena, hi. Hallo. Zweite Lena heute schon. Hallo. Oder gleiche Lena? Ich weiß es gar nicht. Name wurde geändert, lol. Okay. Oh mein Gott, Cat. Cat sag ich schon. Toni. Ich bin gespannt. Ein Killer. Zeig. Wunder. Kai. Hi. Hi Kai. Wir sind auch Wolf, ich weiß es nicht. Angst. Wo ist es? Bin wieder da, war gerade mit einer Kollegin in rauchen. Bist du in Arbeit? Welcome back. Also er ist noch da. Ist er? Ich gieße den Boden und rutscht aus. Ja, ich schlafe unter der Woche hier oben, weil ich am Berg bin. Moment. Ja, schlaf unter der Woche oben, weil ich am Berg bin. Haha. Am Berg? Was arbeitest du, wenn ich fragen darf?
Gastronomie, bin Zimmermädchen in der Jugendherberge. Ah, nice. Okay, cool. Ach, deswegen am Berg. Ach, okay. Alles klar. Das ist cool. Ich blut am Kopf. No! Mein Kopf ist rot. Hilfe! Aber morgen geht's nach Hause, Gott sei Dank. Wie lange bist du denn mal die ganze Woche? Also unter der Woche quasi und dann am Wochenende geht's wieder heim? Also ganze Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, ist hart. Ja, das gebe ich dir recht, vollkommen. Ich finde es aber eigentlich tatsächlich, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin selber ich sag mal, gewisserweise im Gastronomiebereich auch mit dabei. Aber mehr bedienen, sag ich jetzt mal. Regulär zwar Kaufmann, aber nebenbei auch noch. Meistens habe ich Sonntag, Montag frei, aber da die Gäste. Meistens habe ich Sonntag und Montag frei, aber da die Gäste morgen heimfahren, darf ich auch heim. Ach cool. Ich will sie angucken. So glauben wir diese Woche nur 10%. Wie viel könnt ihr beherbergen? Circa 100, oh mein Gott. Ich bin dick, mein Bauch macht dich weg. Also 100 ist schon einiges. Vor allem dann Jugendherberge, wo ja doch eigentlich was geht. Und meistens Kinder, da geht so wie ein Zirkus, oje, oje. Na gut. Jugendherberge ist halt Jugendherberge, klar. In welchem Bereich, also in welchem Bereich, sag ich jetzt mal, seid ihr in Österreich? Grobe Richtung, musst nicht genau sagen, ungefähre Richtung. Oder in Australien, wie ich vorher gesagt habe. Ein Besucher verlässt die Insel. Wer kommt denn? Wer geht denn? Oberösterreich. Ah, okay, cool. Toni, tschüss, danke dir. Toni geht wegen dem Schilder, oh mein Gott. Tagwolf. Toni. Aus Höchst, wo auch alle 4 Jahre der Skiweltcup stattfindet, hatten schon finnische und schwedische Skifahrer bei uns. Ach nice, oh mein Gott. Jetzt geht's auf. Cool, finde ich cool.
Aber es ist halt so, ich glaube, Jugendherberge, wie ist das aufgebaut? Ich meine, sind da verschiedene Zimmer, denke ich mal. Oder sind das große Schlafsäle? Wo die sind dann? An unsere gefallene Schwester. Kannst gekommen das werden. Er Cat hat Arbeit aktuell. Carol, tschüss, danke dir. Bye. Muss arbeiten, ja. Tschüss, danke dir. Jetzt bin ich mit der Wolf alleine, oder? Will wer kommen? Help! I need somebody, help! I need anybody, help! Ja, wir haben zwei Bereiche. Jugendhaus, da haben wir 4 Bettzimmer und Lager. Und Gästehaus, da haben wir Landesbedienstete, das sind 3 und 4 Bettzimmer. Ach, Lief ist tot. Und da wahrscheinlich stirbst du halt automatisch und das ist auch schlecht, oder? Hast meine moralische Unterstützung. Warten wir, wenn Cleo grantig wird. Du bist der Killer, so, okay. Also ich brauche mir da keine Gedanken machen, weil die Chance, dass 2 Killer auf der Insel sind, ist relativ wenig. Jemand kommt zu Besuch. Aha. Ein Opfer. Easy aus der Spezi-Bucht. Spezi-Bucht legendär. Immer noch. Also, es ist leider wirklich so, das ist der beste Name, den ich überhaupt bis jetzt gelesen habe. Als Inselname in Animal Crossing. Es ist legendär der Name. Die Spezi-Bucht. Es ist so geil. Jetzt kriege ich wieder geschimpft, weil mein Insel nicht weiterbaut ist. Oh, der General. Jetzt gibt's aufs Maul. Wolfo, jetzt musst du aufpassen. Die macht dich fettisch. Fettisch. Mit Doppel-D und I-S-C-H. Fettisch. Ich verstecke mich da oben. Minus ein Spezi-Buchtbewohner. Stimmt allerdings, ja. Ach Gott. Sie hat überlebt. Ah. Also, Landesbedienstete sind Leute, die beim Land Oberösterreich arbeiten. Bin auch beim Land angestellt und kann auch woanders in die Gasthäuser Urlaub machen. Ach cool, in die Gasthäuser. Okay, cool. Sowas glaube ich gibt es bei uns
Nicht wirklich, glaube ich, nennt sich Beamte bei uns. Das sind dann die Landesbediensteten, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Vielleicht weiß Kathi das eventuell. Oder vielleicht weißt du das. Aber du bist gar nicht so weit weg von mir tatsächlich. Oberösterreich. Ach, Karol, ich bin dann eher alles gar kein Problem. In Animal Crossing bin ich Seas gewöhnt. Das stimmt allerdings. Ich bin da unten. Die, ich komme gleich easy. Die, sie hat eine Axt. Das ist easy. Shit. Ich bin unsterblich. Der General. Messerschlägerei auf meiner Insel, wer hilft mir? Ja, Beamte sind höher gestellt, aber gehören auch dazu. Woher kommst du leicht? Woher kommst du leicht? Woher ich komme? Oberpfalz. Also, ich habe vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ja, nicht, ich glaube nicht mal ganz. Da bin ich an der Grenze. Ja, drei. Cool. Ich unterstütze dich moralisch. Oh mein Gott. Die Kathi aus Riptide. Der Golf war jetzt wird dann langsam schwierig, wenn Easy da ist und Kathi. Da hilft also Sterbliche nichts mehr. Kathi sperrt dich in die Hölle. Und noch viel schlimmer. Du kriegst der Körbel vor ihrem Bett. Hallo. Komm, gleich wiederhole ein paar Sachen. Kein Problem. Kein Problem. Ich habe mir die Serie schneller zusammen ausgedacht. Oh, nice. Bist du der Iron Man? Oh, deswegen ist Kathi dabei, klar. Also das Axtmördern geht, da ist das Wort dabei. Bis gleich. Immer. Du nix, was los? Schreib Kathi. Was los? Warum bist du traurig?
Ich bin Iron Man und beschütze euch, wo ist der Killer? Ach, jetzt auf einmal. Mhm. So schnell geht's. So schnell geht's. Immer noch keine für das dauert ein bisschen. Kathi mag übrigens Iron Man nicht. Nur zur Info. Ich hab ihn nicht angeschaut. Ich hab ihn nicht angeschaut. Ich, ich will ihn auch gar nicht sehen, glaube ich. Geht aber wieder. Musst du machen. Ne. Ich muss nicht alles sehen. Wirklich nicht. Alles brauche ich nicht sehen. Der ist so weird, oh mein Gott. Na, ich bin ganz froh, dass keine Links gepostet werden können, muss ich ehrlich sagen. Das schaut nach Zombie aus. Zombie. Ja. Wie geht es dir denn so, Bim Bam? Ich wollte mit dir reden. Ich hörte halt sich gerade Besuch von einer anderen Insel auf mit 10 auf. Ja. Ist es auch schlimm, dass ich mich auf ein bisschen Gatsch von einer anderen Insel freue? Na. Überhaupt nicht. Okay. König mit Bodylatschen feiere ich. Das ist cool. Bodylatschen King. Ich brauche die meisten Emotes einfach noch. Ich hab noch nix. Kathi, neue Fahne. Gut, dass Mods am Streamer nichts tun können, das ist ganz gut. Ein Streamer, voll mit ST, Streamer. Ein Monat noch arbeiten, dann fahre ich 6 Wochen Reha und dann habe ich noch Urlaub 2 Wochen. Oh mein Gott, nice. Also Reha ist nicht so nice, glaube ich. Weil, das heißt, dass du irgendwas hattest, vermute ich mal. Ach, Depression. Hm, okay. Kann ich leider. Also ich verstehe es. Kann bloß leider noch nichts sagen dazu, weil ich hatte ich nie. Gott sei Dank. Tut mir leid, also. Aber ich hoffe, dass es besser wird. Wobei, ja doch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es besser wird. Ich hoffe auch, dass was hilft. Die Isi ist da. Wuhu! Pfirsiche, Birnen, Orangen hat Dark Wolf war. Okay. Was hat mich da nicht drinstehen? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, ich weiß schon. Dezente Werbung. Er hilft immer und man lernt so viele nette Leute kennen, die einen zu 100% helfen. War vor circa 3 Jahren schon mal. Ah, okay, cool. Okay, nice. Es freut mich.
bin der beste Angler. Kathi, schau ruhig mal unten die DIYs an, die Anleitungen. Oh Gott. Das war ironisch gemeint, ja, ich weiß, oder sarkastisch gemeint. Ich bin der beste Angler. Schau, ob du was brauchen kannst. Du bist eigentlich easy, die labert meine Bewohner voll, ne? Oder mag easy Tamara haben? Easy. Ich hätte eine formschöne Tamara aufzugeben. Na. Die ist ganz kuschelig und wuschelig. Pinkelt nur ab und zu ins Bett. Formschön, ja. Ja, wie willst du sonst sagen dazu? Jemand kommt zu Besuch. So, der Diktator gibt mal wieder einen Miets ab. Bin da mal weg. Gute Nacht. Danke Wolfer, danke dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Ne, brauche ich, habe keinen Platz. Ich kann es noch öfter wiederholen. Ich sag's nur immer wieder mal, also nicht falsch verstehen. Gute Nacht, Tag Wolfer. Einfach nur, weil ich das irgendwann heißt, es will wer, dann hätte ich es gehabt. Und ich hätte es ganz, ganz leicht gekriegt. Aber so, jetzt packe ich die Axt wieder raus. No. Ich brauche die Mucke. Der ist nackig. Was ist denn los, Lena? Was ist denn los? Jetzt ist ein Wolf auf einer Insel einfach so gezogen. Das kann passieren, wenn der Tag... Oh Gott, der Rosenbett, voll nice. Sau cool aus ist da bei dir. Kommst du auch mal rum? Auf das Insel soll sich jemand gemogelt haben, der nicht von hier ist. Klingelt's eh mit? Nehmen an, du willst, dass ich mich zusammenreiße und heute extra freundlich bin, weil Besuch da ist. Nee, bleib so wie du bist. Aber schick anziehen brauche ich mich ja nicht, oder? Denk dran, ich habe auch meine Grenzen. Namens Lupa. Wer ist Lupa? Die anderen kennen den bestimmt alle. Das ist bestimmt ein Wolf, oder? Ach, die ist ja süß. Whitney heißt die auf Englisch quasi. Tag Wolf, ciao, danke dir. Ist ein Wolf, ja? Die ist schon süß. Also tatsächlich auf dem Zettel von mir, Moment, wo ist es denn? Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, wen ich gerne haben würde. Da ist Whitney, also der englische Name, auch mit drauf gestanden. Ach, du hast gespult wegen Laden. Von der hast du ein Amiibo? Ich auch. Ich auch, ja. Doch, ich auch. Also, Wohnung ist saucool. Vor allem habt ihr die Schädel, den Schädelteppich gesehen? Mal reinschauen, der hat er mega ausgeschaut. Bella ist saucool. Ich glaube, du kannst immer wieder vorspielen, so einen Tag, ja. Der Boden ist sau nice, ne?
Schon wieder Donnerstag, Machsachen. Donnerstag läuft immer fettes Zeug in der Glotze. Hatte mal so eine schräge Show mit in der Promis ihre Lieblingssachen präsentieren hatten wiederum. Die war der Grund, warum ich mir damals eine Wandkalender und eine Zahnbürste gekauft habe. Aber es bleibt unter uns verstanden, Gänseblümchen. Die ist cool. Wie lange ich stream? Ich denke so bis, ja, halb 12. 12, je nachdem. Ist doch meine, ja, mache ich gern. Komm gern vorbei. Würde ich mir im RL auch holen. Was ein easy. Die Grinder-Rübe liegt da. Die Grindrübe, oh mein Gott. Ich hab doch die, also wegen den Ameisen. Ich hab doch, meine Rüben sind da kaputt gegangen, verdorben. Der Bisch. Ich habe am Dienstag gestreamt, war ja im Stream. Da waren auch einige Leute auf der Insel drauf und ich wollte die Inselflagge noch fertig machen. Da dachte mir auch, komm, scheiße. Und was, ui, da muss ich heute wieder lange aufbleiben. Voll lieb, danke dir. Auf jeden Fall habe ich dann 3 Stunden zurückgespult, weil ich mir gedacht habe, dann macht der Laden wieder auf und ich kann die Flagge noch fertig machen. Ja, leider mag das Spiel nicht und die Rüben sind alle kaputt gegangen. Das waren 250.000, glaube ich, oder sowas in Stern ist. Also war jetzt nicht so wild, aber wenn das geht, dass du im Bett drin schläfst, mir wurscht. Ich packe die Schaufel lang aus, Kathi. Anscheinend pennt er wirklich bei mir. Oh. Wirst du mich Minecraften angehen? Hey! Dedizierte Peitsche, oder Kathi? Das ist die dedizierte. Ja! Mach mich nass, du Sau. Oh mein Gott. Easy, vermute ich. Ich mach dich nass, yo. Easy, ciao. Bin leider nicht weitergekommen. Ich habe auch Schlafsachen. Dann leg dich hin. Als nächstes Mal möchte ich Fortschritt sehen. Das sagst du wirklich jedes Mal. Also, unser Freund bekommt jetzt mal etwas, weil er toll ist. Ich sollte hier im Chat. Das nächste Mal das Ganze auch Konsequenzen. Glaube ich nicht. Wobei Easy ist gar nicht so weit weg von mir. Schwierig. Ich schlafe im großen Bett. Mach das. Sie hat eine Uniform, ja, ich weiß.
Wie es mich rausschiebt, ne? Ach Gott. General Spezia. Es gibt endlich Futter. Oh, Luna. Sau nice. Kürbiscurry. Der General Spezia aus der Spezi-Bucht. Spezi General. Also wobei, ich muss sagen, falls du noch nicht geschaut hast, Easy, es hat sich was getan. Wir haben einen richtigen Bewohner mehr. Hier hinten habe ich einen Aufgang angefangen. Ich habe jetzt aktuell kein Geld dafür, dass ich das mache. Ich habe eine Brücke neu. So, bekommt man goldene Rosen auch ohne Goldkorn? Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Cat. Zumindest wurde mir schon mehrfach die Goldkanne angeboten, dass ich goldene Rosen züchten kann. Ich habe jetzt mal Nein gesagt, aber ich glaube nicht. Ah, Philipp ist auch noch da. Hi. Grüß dich. Heute so still. Die Lücke zum Anlegeplatz für Rainer habe ich auch seit neuestem. Ah, okay. Ah, ich weiß der Insel ist gerade gar nicht mehr. Hast du die. Ja, bestimmt gleich wieder angerufen wie das. Arbeitmäßig? Wie geht das jetzt nochmal mit Goldrosen? Ähm, Philipp, müsstest du erklären, du bist da fit drin. Gute Nacht, Carol. Gute Nacht. Danke dir. Vielen lieben Dank. Man muss ganz normal schwarze Rosen züchten und die dann mit einer Goldkanne gießen. Ah, okay. Dann werden die anscheinend golden. Also ich habe von Carol gerade eine gekriegt. Schaut dann so aus. Ich bin hier der Matador. Kathi. Ah, hast du aber brauchen können. Nice. Tschüss, Kathi. Akku schon wieder, oh mein Gott. Philipp hat da 2, 3, ja, das stimmt. Ich habe geaxt, bin zufrieden. Das passt, dann kannst du wenigstens gut schlafen heute. Außerdem Easy steht hier Baustellenschild, ja? Ich habe es extra hingestellt. Da steht Baustelle drauf. Ein Schild, auf dem steht Please respect my garden. Oh. Hab schon gesehen und gekonnt ignoriert, war klar. Ein Milliardär war hier. Tag Wolf. Danke dir. Oh mein Gott. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Oh Gott. Ich kann keine Bits senden. Müsste eigentlich schon gehen, normalerweise. Das ist so ein Twitch-Fehler aktuell. Heute mein erster Versuch an meiner Switch-Show. Oh, stimmt, Kat. Übrigens, Applaus für Kathi. Ihre eigene Switch. Aber noch blaue über. Ah, okay. Blaue Rosen. GG! Ist eigentlich aktuell noch wer da?
Nee. Achso. Riesenviech. Riesenviech. Ich angle jetzt ein bisschen, glaube ich. Bewegt vielleicht bis später, muss mal Pause machen mit interaktiven Bildschirmen. Pause mit interaktiven Bildschirmen. Ich verstehe das Wort Pause jetzt gerade nicht. Natürlich passt schon. Gute Nacht. Oder viel Spaß, was immer du gerade machst. Vielleicht bis später. Danke dir. Ah, Mist. Für die. Servus. Habe die. So, noch gucken, ob jemand weg ist, ob jemand weg will. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich dir eine gute Nacht. Wünsche ich dir auch, Cat, stimmt. Eine wunderschöne. Toni meine ich, Cat. Ja, Cat auch. Aber Cat ist ja aktuell noch at work. Ich will dem keinen Ding da. Ich muss noch ganz kurz was zu trinken holen. Moment. S'il vous plaît. Oh mein Gott, Kathi. Danke dir. Vielen lieben Dank. Könnt ihr auch bei Erdbeermist treffen, wenn ihr mögt, gern. Kommt vorbei. Niemand will weg, wow. Ja, es ist, ich hatte es am Anfang mit Tamara und keine Chance. Goldene Philipp, nein, danke. Aktuell wunschlos glücklich. Ich muss jetzt dann schauen, dass ich wieder Geld zusammenkriege, das ist das Einzige. Aber mache ich auch selber. Das passt schon. Das passt schon. Kriegen wir schon. Ich melde mich schon, Philipp. Kein Problem. Ich melde mich schon. Wenn man was braucht. Mein Gott. Was du mir mitbringen könntest, wäre ein bisschen Angelskill. Magst du? Den habe ich nämlich nicht. Ich glaube, so viel kannst du gar nicht mitnehmen, wie mir fehlt. Ach, Köder gibt's ja auch, gell? Ich bin der beste Schaufler EU-West. Köder gibt's auch, gell? Die habe ich noch gar nicht versucht, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Die machen wir aus den, wie heißen die Dinger, die Muscheln, die Taschenmuscheln? Ich weiß gar nicht. Kann ich den Lager sehen? Kann ich dir schon zeigen, ja. Spiel mal wieder Star Wars, dann schauen wir, wer raunzt. Ich hab's so drauf. Es ist immer noch installiert, Kathi. Jederzeit. Oder Staxel. Kathi mag auch Rosen. Also Philipp, du kannst gern zu Kathi kommen. Oder Kathi, oder du treffst dich wieder bei mir. Ach,
Ach komm, das ist okay. Aber bin ich gleich dabei, also ernsthaft. Hol mal dann gern. Können wir machen. Gern beides. Ja, ich sag's ruhig. Also, ich sag immer wieder, jederzeit. Jederzeit. Huhu, und schon sehen wir uns wieder, Kids. Wir plaudern. Ich schreibe mir's mal auf. Ich bin ein alter Mann, weißt du. Ich muss mir mitschreiben. Ich weiß nicht, wie das geht mit Stories of Season oder Harvest Moon. Mal schauen, vielleicht eventuell. Ich weiß noch nicht wirklich, wie stark das so ist. Ich hab's bei Gronk damals gesehen, glaube ich einmal. Es ist sehr polygonisch oder pixelig. Kein Stress, wenn es dauert, wenn es dauert. Was, wenn es dauert, dann dauert es. Ich bin geduldig. Lena, Achso, erklärt in dem Fall. Beide, ja. Ich hätte nur 3 Tage gewartet, mir wäre es wurscht gewesen. Ich auch erinnere mich aber nur mehr, dass das Haus vom Bürgermeister Maximax ist da, oder? Und das war der Bürgermeister, oder? Ich glaube schon. Ja, genau, stimmt, aber komplett zerlegt. Kommst du wohin? Also ins Lager? Ja, du, ich kann's dir nicht zeigen, ich kann's dir bloß im Stream zeigen. Aber da ist nicht viel drin. Das ist Lager. Werkzeug, Luftballons, die ich bei der Easy gelost habe und Bubble Tea bei der Easy gelost habe. Bambussprossen, Kürbisse, Unkraut, paar Blumen, Äpfel, Birnen, Kirschen, Kokosnüsse, Orangen, Pfirsiche. Kann ich Bubble Tea? Bubble Kaffee, Bubble Milchtee, Bubble Grüntee, Bubble Erdbeertee. Was willst du denn? Milchtee? Medizin, Holz, Steine, so Zeug einfach. Wait, Erdbeere? Achso, okay, kriegst du da. Ende des äh, Ende August war der Rainer mit einer Tombola da. Genau, beim Feuerwerk im August. Richtig. Möbel. Aktuell ist auch, ich habe nicht allzu viel. Lecker Bubble. Ich muss bekommen, dass Sender sie hat den schon getrunken habe, das weiß ich noch nicht genau. Ein bisschen Angst erfüllt. Kein Gramm. Wanddeko. Tapeten. Ein Cupcake nicht. Das Cupcake brauche ich noch. Das habe ich von der Easy geschenkt gekriegt. Da gebe ich aktuell nichts her. Ich weiß nicht, ob die anderen einen Cupcake haben vielleicht. Das gab es bei der Tombola zu gewinnen und die Trainer vor. Ja, genau. Gibt Bubble Tea eigentlich noch? Bei uns gab es die vor so 8 bis Jahren an, überall. Bei uns gab es die vor, ich sag mal, auch 8 bis 10 Jahren. Die Kategorie sind die aus dem Boden geschossen wie nix. Dann haben wir 6, 7 Jahre nichts mehr, oder 8 Jahre gar nichts mehr gehört davon. Komplett tot. Ich glaube, ein Laden war bei uns in der Nähe noch irgendwie so halb, der das gemacht hat. Und jetzt aktuell sind sie wieder da. Aktuell sind die echt wieder da. Es gibt wieder einige Läden momentan. Ja. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Bubble Tea war nie mein Fall, muss ich ehrlich sagen.
Aber Böden, Teppiche, aber ja, erst 4. Kleidung, auch nicht allzu viel. Lebewesen, das war's. Da müssen wir rausgehen. Ich kann es da drin nicht geben. Wenn ich es am Boden hinlege, du kannst es nicht nehmen. Bubble Tea herstellen, glaube ich, kannst du gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Wien könnte Zeug ja, möglich. Selber machen, also es ist ein riesen Trend zum selber machen, glaube ich. Momentan. Erdbeertee. Bitteschön. Das ist das Einzige. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung, vor 10 Jahren mal berührt, glaube ich. War jetzt, ja, weiß nicht, war jetzt nicht so meine Dinge sind ganz okay, sag jetzt mal. Aber es ist jetzt kein absoluter Geschmack. Es sind ja Tapioca-Perlen effektiv. Bitte, bitte, Carol, kein Problem. Wenn du weißt, was das eigentlich effektiv ist, dann. Also ich habe die Tapioca-Perlen auch daheim. Einfach weil ich es mal gekauft habe. Effektiv ist da wirklich nur Tee. Machst du aus dem. Ja gut, okay, ist okay, Thema nicht. Rübenpreise. Okay. Wäre nicht gut gewesen. Ich finde es immer schade, weil die Dinger meistens verpackungsmäßig sehr schwierig waren, sag ich jetzt einfach mal. Keiniel, hi, ahoi, grüß dich. Hallo. Aber gut, ich sage, ist immer so eine Sache, weil die immer so in Plastikdingen reingeschweißt waren und zugeschweißt und x Dinge halt einfach, aber ich habe ein paar verschiedene Sorten versucht. Effektiv schmecken es halt nach Tee mit dem Bubble-Zeug drin. Und die Tapioca-Dinger waren nicht so mein Fall. Ich will einfach nicht, es will einfach niemand ausziehen. Oh, no, hab kein Bubble Tea mehr. Kann man gleich bloß 3-mal trinken oder sowas davor. Ich fliege jetzt drüber nach Myzen, hab die Blumen und die eine Goldkanne mit. Och, Google sagt, in WR Neustadt gibt's auch, da muss ich nicht so weit fahren. WR Neustadt. Bin ruhig. Ach, Wiener Neustadt, ach so. Ich glaube, 2 oder 3 Mal kann man trinken davor, ich weiß gar nicht. Aber einen kleinen Moment, ich bin ganz kurz weg. Jemand gerade zu Besuch. Ich hole mir schon was zu trinken, wollte ich sagen. Ich bin gleich wieder da. Ich warte bloß kurz ab. Wahrscheinlich ist es Philipp. Schon das 10. Mal oder so, oh mein Gott. Kriegst du, Philipp, ja, kein Problem. Darfst du. Kriegst du 30, wenn du magst. Weißt, 25.000 Meilen-Tickets haben Sterne-Milliardär, aber den einfachsten Sachen fehlt Holz, Eisen. Ach Gott, aber kein Problem. Die hat man mal an. Ich hole dir Eisen mal mit. Papiertütenman!
Ich erinnere dich an die Japan-Mann, der sagt ja. Da meinte ich ja. Die einfachsten Sachen. Lehm hat gefehlt, Steine haben gefehlt. Ach stimmt, du hast mit Eisen gegeben. Jetzt kommen wir mit. Stimmt, stimmt, stimmt. Eisen habe ich tatsächlich auch einiges verbaut, ja. Das stimmt. Von mir sogar noch was verbaut an Eisen. Aber stimmt, da hast du auch was gegeben, das stimmt, das ist richtig. Passt schon. War bloß ein Gag. Wenn ich mal Küchenmöbel finde, kommen wir auch zusammen. Philipp? 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 Ah. Ja, so kommen wir auch. Wird erstmal nichts mit Gießen. Hm. Lena, macht dir keinen Stress. Spul ein paar Tage vor. Das geht schon. Wir haben Zeit. Ach so. Ah, Kathi ist wieder da. Ja, normal mache ich ein paar Dinge auf, ja, aber. Ich kenne irgendwo, ja? Ich war heute schon mal da. Kannst du Discord eine Anleitung zum Rausspulen schicken lassen? Woher ich Bubble Tea hat es bei der Easy, also ich war auf der Spezi-Buch quasi von einer Freundin auf der Insel und die hat Philipp der Eisen. Und die hat Ende August gab es im August gab es jeden Sonntag ein Feuerwerk. Ab 19 Uhr, glaube ich. Und da ist der Rainer, also der Kunsthändler, davor gestanden mit einer Tombola. Bei der Tombola konnte man quasi Sternis, für 500 Sternis losen. Und dann haben wir Bubble Tea gewonnen und so Zeugs. Ach, Staffel Kathi, genau. Dann quasi kriegt man Bubble Tea. Oh, Dankeschön. Ungescrewed improved. Kathis Goldkanne, nicht vergessen, die gehört auch, glaube ich, Kathi. Ich habe auch noch welche mit, damit ich Mittag. Ah, nice, Philipp, cool. Wie benutze ich die? Nutze ich die automatisch?
Bin beigedreht. Philipp, kannst du kurz schicken an? Jetzt musst du aber aufhören, Karol, du kriegst Bauchweh. Weil so viel Bubble Tea. Blau-goldene Kanne. Ich sehe es gerade. Da ist ein Erdbeerschlafanzug an, habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist nice. Da sehe ich's. Also ich brauche Angel. Kleiner Moment. Ich bin sofort wieder da. Ganz kleiner Moment. Ich hole mir schon was zu trinken. Un momento. Geht zwar 2 Minuten. 2 sind 4, aber 2. Bis gleich. Un momento. Auf der Insel Fleisch. Tatsächlich glaube ich weniger. Warum Fleisch? Oder doch noch warten. Deswegen hat keiner von uns Kuhbewohner. Ich wollte es gerade sagen. Aber Hugo ist ein Schwein. Ach, Kathi. Finger weg von meinem Hugo. Ich brauche noch nicht. Ich esse Orangen. Die Cat. Ahoi. Gibt Hugo. Der ist auch nicht bei mir. Ich hab keinen Hugo. Ich fühle mich angeschrien. Ja, Caps Lock. Furchtbare Erfindung. Geht ahoi. Weil Hugo toll ist, das stimmt, ja. Jetzt machen wir Line Dance, oder wie? Hugo is live, Hugo is live. Höher, höher, höher. Höher. Wer keinen Timer austeilen kann, übrigens hast du noch da. Übrigens bist du noch da, Dog Wolf auf Brot. Okay, aber jetzt. Bin ganz kurz weg, bin gleich wieder da. Un momento. Können wir schon was zum Trinken? Un momento bitte. Gleich.
So. Einen Fehler habe ich gemacht. Und zwar entweder ist der Fehler, dass ich im Dachboden sitze, oder der Fehler ist, dass die Getränke im Keller sind. Carol, jetzt reicht's dann wieder. Jetzt was los? Jetzt weiteres. Dass die Getränke im Keller sind, ja, das ist schwierig. Keller ist kälter, das ist richtig, ja. Carol, jetzt, es reicht wirklich, es ist nicht mehr lustig, es reicht wirklich irgendwann. Zeit lang ist es interessant, aber irgendwann wird's aufweg, komm. Was ist los mit euch? Ich glaube, Kette sind deine, glaube ich. Ach, du Headbangst. Das schaut so nach Entschuldigen aus. Sieht man doch, hast du. Carla, wie gesagt, alles gut. Nur, wie gesagt, das ist wirklich mit dem Caps Lock Zeug ist ein bisschen, ist auf Dauer lästig und drum, das passt schon jetzt wieder. Hanna, hi. Welcome back. Ahoi.
Ich habe vorm... Ach, angeln wollte ich mit Philipp, genau. Kathi, ciao. Grüße. Hi, Hanna. Muss bald eine Faltung veranstalten. Ah, da ist er. Wie gehen die Köder? Futter verstreuen. Ah. Lustig. Ich merke schon, Philipp, du bist der Beste, du bist der gleiche gute Angler wie ich. Nein, Punkt aus. Oh, Mist. Pinguin, ahoi. Willkommen. Einen schönen Abend, dir auch. Kathi, ciao. Schwieriger Winkel, ja, ja, ja. Kenne ich. Lustigerweise 10-mal hingeworfen, nichts getroffen, kein Fisch. Toni, bam, Fisch dran. Wie? Wie macht die Frau das? Ja. Freitag ja, allerdings wird morgen sehr wahrscheinlich arg. Lukas, hi. Morgen nur 4 Stunden, aber nur erste bis zweite entfallen, also muss ich warten. Oh je. Er hat fast... Ja, er hat's. Wird Viertel nach 8, denke ich. Viertel nach 8 rum. 2015. Müsste ziemlich genau hinkommen. Aber wie gesagt, es wird morgen kein Animal Crossing. Morgen wird Ark drankommen. Was macht das jetzt? Was ist denn das? Was ist denn das? Noch nie gesehen. Sieht aus wie ein Bandwurm irgendwie. Eine Nasenmuräne, okay. Noch nie gesehen. You can do it. Kann man Fisch in Geschenkpapier verpacken? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube Insekten glaube ich und Tiere glaube ich generell glaube ich nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Carol, danke dir. Gute Nacht. Bis morgen eventuell. Danke dir. Tiere leider nicht. Na, leider. Es ist schon ganz gut, glaube ich. Ich merke schon, Cat, du würdest deine Bewohner per Paket verschicken.
Kommt so ein blutiger Briefumschlag an. Das war Cleo. Macht das, Philipp? Es ist genug Wasser um die Insel da. Kannst schwimmen gehen. Animal Crossing in New Leaf ging es, da konnte man Tiere tauschen. Ach so, tauschen. Aber wir reden jetzt von Tieren, also von Insekten, Fischen etc. Nicht von Bewohnern. Dieses Kopfkino. Oh mein Gott. Ab und zu ziehe ich beim ersten Nuklear ziehe ich raus und ich weiß nicht warum. Und da, wenn ich es machen soll, schaffe ich es nicht. Aber nice, so funktionieren die Köder, okay. Ja, ich weiß aber, man könnte Fische tauschen und jetzt kommt. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich fische übrigens einhändig. Auch gegenseitig im Museum spenden. Oh mein Gott. Das wäre schon cool. Wäre wirklich cool. So, ich muss jetzt auch noch warten, bis alle Office 365 Apps installiert sind. Du kommst halt nicht mehr ins Bett, Lukas. Da hat es gespendet von... Noch, ja, das stimmt allerdings. Ich dachte, dass wenn man Bewohnern Teile schenkt, Fische schenkt, irgendwas schenkt, dass die das auch spenden. Aber Bewohner sind von Natur aus faul. Habe ich gelernt. Also spenden denn es. Ah, klar, es steht ja überall dort, gespendet von Emits, gespendet von Cat etc. Das stimmt, das ist richtig. Ja, merke ich schon. Ja, das ging damals, sogar der Name, wer gespendet hat, stand dabei. Das finde ich cool. Oh, danke schön. Ich habe bloß gelesen, es fehlt wirklich vielen, wie ich es vorher gesagt habe, das Freunde-Update in Animal Crossing, dass man mit Freunden was machen kann. Soll das auch dabei sein, habe ich gelesen. Das gegenseitige Spenden war dabei, dann, ich weiß nicht, Inselbesuche sollen leichter sein, man soll Spiele machen können, so Zeugs. Also, ich muss ehrlich sagen, seid ehrlich, wenn in Animal Crossing, wenn man hergehen könnte und könnte, wir werden uns im Kreis aufstellen. Und man könnte sich einen stinkenden Ball zuschmeißen. Das wird doch jedem reichen. So blöd, wie es sich anhört. Genau, oder Minispielinsel, wie du sagst. Genau, einfach so banaler Mist, der eigentlich überhaupt kein Problem ist. Sowas fehlt irgendwie komplett. War das in... What? Ach, dankeschön. Puh. Hat das in... Oh, hi. Philipp, hi. Hi, 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 hi. Es gab noch das Versteckspiel. Ich habe New Leaf nur solo gespielt. Ich hatte damals keine Freunde. Nemo. Na, Versteckspiel habe ich schon öfter gesehen. Also schon öfter gehört. Aber das meine ich, genau der Charakter fehlt. Einfach, dass man so einen Scheiß machen kann nebenbei. Ist ja wurscht, ob man dann auf eine andere Insel muss, ob man es auf der eigenen Insel machen kann. Überhaupt kein Problem. Aber mit den Bewohnern war das okay. Einfach so ganz normale Sachen. Nichts Besonderes. Einfach so ganz, ganz einfache Dinge.
Meiner wohnt gerade über dem Köder oder unter dem Köder. Meine Angst, dass es nicht geht und dann ein Kätzchen alles ohne Grund gemacht hat. Lena, das kommt schon. Kein Problem. Macht er keinen Kopf. Du kannst die Bewohner, was ich weiß, glaube ich auch nur, sind außerhalb. Also im Haus drin sind sie eh nicht. Ich vermisse eher Kofi. Was ist Kofi? Luna, ich sag, klär mich auf als nicht erfahrener Animal Crossing Spieler. Was ist Kofi? Ohne Grund ist es nicht, wenn es heute nicht klappt, warte ich lieber auf dich. Kofi war in der Bar. Nein, es ist mein erstes Animal Crossing. Ich sag, ganz andere habe ich auch nicht lang gespielt. Ich habe diese Teile von Bohuno geholt. Ach, der Kaffeebesitzer. Ja, doch. Nicht Bar, Kaffee. Ja. Ach, was war das? Ja, Moment. Ein Kaffee, ja. Was war das für ein Viech? Ich hab's jetzt irgendwie im Kopf, so einer komischen grünen Haube. So ein Schild. Nee, das war der Adel. Ach Gott. Das war ganz was anderes. Das war der komische, was ist das, eine Taube oder sowas, oder? Kofi ist der Barista in Animal Crossing. Er betreibt das Café Taubenschlag, ist eine Taube, ja genau. Kofi wurde zusammen mit dem Café in Animal Crossing Wild World eingeführt. Wild World habe ich nicht gespielt, leider. Und Let's Go to the City habe ich auch nicht gespielt. Und Happy Home Designer auch nicht. Ich habe nur New Leaf ganz kurz. Lieber teuer oder lieber neu? Neu. Ich nehme immer neu. Mein Gott. Ach. Philipp, holst du Köder? Grenetic, hey, servus, ahoi, grüß dich. Alles gut? Hallo. War das so vorhersehbar? Einmal frei, kann mich nicht beschweren. Einmal frei. Wieder alles gut aktuell tatsächlich, ja. Ich hatte bis vor, ja gut, das ist schon eine Woche her. Heute vor einer Woche, ich muss noch mal erzählen, weil ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt. Kathi, gute Nacht, danke dir. Vielen lieben Dank. Und empfalte dich morgen wieder. Vor einer knappen Woche hatte ich das Problem, was das Problem war es nicht. Ach Mist, war high. Wir haben gute Nacht. Ich glaube um 5 in der Früh am Donnerstag, glaube ich, habe ich zum Streamen aufgehört. Es war sau lang an dem Tag. Und bin dann ins Bett oder wollte ins Bett gehen und in meinem Schlafzimmer quasi waren ewig viele Wespen. Und seitdem duckel ich so rum. Jetzt haben wir das Wespennest im Griff. Ist am Dachboden, haben sich die durchgefressen. Und ja, sind jetzt auch, glaube ich, großteils weg oder fast alle weg. Und jetzt kann ich wieder einigermaßen schlafen und seit heute eigentlich wieder großteils erholt. Aber das war das Einzige tatsächlich.
ja, würde einmal am Tag nachschauen, um mich zu vergewissern, dass es kein Traum ist. Was? Wir vermissen so viele, dass sie sich nicht einfach dieses Jahr reinhauen. Das wäre so toll. Was ist das? Profischaufel? Soll ich mitschaufeln? Wespen tun eigentlich ja nichts, wenn man sie denn angreift, oder? Nee, Wespen sind furchtbar. Vor allem, die haben sich durch die Decke durchgefressen. Es waren ungefähr 40 Wespen in meinem Zimmer, in dem ich schlafe. Sie haben mich, also ich habe dann die 40 rausgeschmissen, habe dann 1,5 Stunden geschlafen, dann bin ich wieder, also so um 8 Uhr, sag ich jetzt mal, bin ich dann wach worden, weil mich die erste gestochen hat. Im Schlaf, in der Nacht, in den Fuß, unter der Decke. Die zwei, also eine quasi in die linke Wade und eine hat mich hier gestochen. Hier drunter. Mit der habe ich anscheinend komplett gekuschelt in der Nacht, frag mich nicht. Und ja. Dann habe ich nochmal gute 20 rausgeschmissen in der Früh. War nicht toll. Und vor allem hat es die Wochen davor, hat es ja die ganze Zeit so knuspert quasi die ganze Zeit. Die haben sich langsam durch die Holzdecke durchgefressen an einer Stelle. Das war echt krass. Hatte ich noch nie sowas. Vorteil werde ich ja nie wieder haben, weil Wespen nicht zweimal an dieselbe Stelle gehen. Da werden nie wieder Wespen hinkommen an die Stelle. Aber Cat, tschüss. Die fressen sich ziemlich durch alles durch, ja. Ich hatte quasi hier wo in dem Raum, wo ich sitze, haben wir ja auch quasi das komplette Dach ausgebaut und haben dann unter anderem quasi auch die alte Isolierung runtergemacht. Das war auch so Dickstein oder Glaswolle, was das war, und in der Dicke war quasi auch die komplette, war so ein Loch drin, komplett ausgekühlt mit einem Wespennest. War wohl hier mal eine Zeit lang so eine Plage. Aber vor allem war dann wer da. Wespen sind teilweise der Naturschutz. Hat dann natürlich Gefahr im Verzug ist, was ja bei mir der Fall war, weil ja, ich bin zwar nicht allergisch dagegen, aber trotzdem ist es nicht toll. Und so nach und nach quasi ist es dann wieder worden, haben sich die angeschaut und alles mögliche. Also es war komisch. Ich sage, jetzt kann ich wieder einigermaßen pennen. Einigermaßen. Cat. Was? Sarah war zwischendurch nicht mehr da, oder? Genau, Lena, Bubble Tea war Sonntag im August, genau. Sarah war nicht mehr da, nein, das ist richtig. Die greifen, Westen, genau, greifen ohne Grund an. Teilweise, genau. Hornissen greifen eigentlich nicht an, wenn sie nicht bedroht sind. Hornissen. Aber vielleicht es gibt auch verschiedene Wespen, das ist richtig. Frage ist wirklich nur, wann fühlt sich die Wespe bedroht? Das weiß man nie. Cat hat einen Clown zum Abendbrot. Wie hat er nicht geschmeckt, Cat? Komisch. Einmal schief angesehen und direkt einen Krieg ausgelöst. Ja, so in die Richtung. Kinetic morgen ist wieder arg. Ja, warst du bei auch nicht dabei? Carol, hi, welcome back. Ich dachte, täusch ich mich jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, das war.
Wann machst du denn wieder Horror? Achso, nee, Arg war nicht bei dir. Ah, Visage war das, genau, Visage. So viel selbstverständlich, geh schlafen, schlaf gut. Lukas, danke dir, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. Wann ich wieder Horror mache, ich habe letzte Woche, glaube ich, und diese Woche nicht wann, Samstag war es, glaube ich. Freitag war Song of Horror, tatsächlich. Ich habe einiges hergerichtet an Horror, aber ich müsste Song of Horror erstmal fertig machen. Song of Horror ist nur ein Problem. Es ist, letztes Mal hat man irgendeinen Bug mit drin, glaube ich, tatsächlich, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich war auf einmal tot. Kein Mensch weiß warum. Bitte wünsch Glück, dass mein Hausbewohner ausziehen will. Wünsch mir der Lena, kein Problem. Der ist da. Du kannst es sogar noch anschauen. Es ist, glaube ich, noch als Wiederholung drauf. Zumindest das zweite Mal. Allerdings hat man da ein Problem mit lauter so Bot-Followern. Das war ein bisschen nervig. Jetzt musste ich den Stream unterbrechen. Ich hatte dann irgendwann auch weniger Bock, tatsächlich. Es waren bestimmt 30 oder sowas. Die quasi das sind keine Follower, werden nicht angezeigt als Follower, aber die Meldung kommt halt die ganze Zeit. Das ist mega nervig gewesen. Da muss ich gedrückt, genau. Muss gerne aufnehmen. Cool. Was nimmst du auf? Welche? Auch, oder? Hast du dein YouTube verlinkt? Schick mal eine Nachricht. Schick mal. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe noch nicht angefangen damit, aber ich will auch anfangen damit. Teilweise. Aber im Chat geht leider nicht. Muss privat schicken. Pinguin übrigens, das Haus ist Cleo. Wenn du das meinst. Die Katze. Kannst du gerne den Namen reinschreiben, wenn du magst. Von YouTube geht genauso. Aber schick's mir auf jeden Fall privat auch. Sonst vergesse ich's. Ich sage, würde ich jetzt einmal ein bisschen anfangen. Problem ist, ich habe aktuell, ich stream. Also ich arbeite daheim im Geschäft oder stream. Oder schlaf oder ess. Hauke. Hauke ist, also es ist, wenn ich alles Kanal. Aber nach wie vor, also es bleibt dabei. Ich spiele aktuell viel Animal Crossing, weil es mir einfach aktuell gefällt. Ich finde es super schön, super geil. Aber Horror ist auch definitiv wieder, was heißt wieder, immer noch präsent und wird auch wieder präsenter werden. Darum auch an alle anderen, die das vielleicht nicht sehen wollen, habt Geduld. Es kommt auch wieder Stardew Valley, Animal Crossing, das ganze andere Zeug. Ich spiele, wie gesagt, gern alles. Aber ich kann halt nur immer ein Spiel gleichzeitig spielen. DBD haben wir letztes Mal wieder gemacht, wenn es dich interessiert. Ich liebe ja Horror, wenn ich es nicht selbst spielen muss. Hast du gesagt? Ja, genau. Das ist die Cleo. Das ist das Haus Pinguin. Das war der angeschaut aus das Gelbe. Das ist die Cleo. Na, sowas heute treffen wir uns ja wirklich ständig aufeinander, nicht wahr? Miau.
erzähl mir was. Weil ich es für mich verwende, entscheide ich je nach Wetterlage. Heute zum Beispiel. Heute zum Beispiel sollte ich nach Zitroneneis riechen. Was mich freut. Geo ist Beste. Ich finde die so dermaßen süß, ohne Scheiß. Also, ganz unproblematisch ist das allerdings nicht. Ich habe schon den ganzen Tag Hunger. Was ich mag, Horror, wenn ich mir fast einscheiße, aber leider ist das kaum der Fall. Tatsächlich, Philipp, ich liebe Horror, ohne alles. Und wenn ich in einem Spiel erschrecke, mega nice. Bei Song of Horror, mich hat letztes Mal wirklich gerissen. Nachteil an Song of Horror ist eigentlich nur eine Sache, also ich kann es auf dem Controller kurz zeigen. Also bei denen, ich spiele es mit Xbox-Controller, Moment. Sollte man auch laut spielen. Problem an dem Spiel ist das, es geht um eine Box, die quasi verflucht ist, etc. Ja, in der wenigstens Sinn, allerdings ist da wirklich das Problem das, du hast hinten am Joy-Con die zwei Dinger da. Und es gibt quasi eine Option, wo du quasi in einem Schrank dich versteckst oder unterm Tisch und hinter dir quasi die Viecher oder die Dunkelheit quasi kommt, sag ich jetzt mal, und du einen Herzschlag hast. Es ist ein runder Kreis, der quasi immer wieder zusammenfällt und wieder auseinander geht. Du musst im richtigen Moment wirklich komplett gleichzeitig dieses machen. Allerdings ist es nicht immer gleich, sondern ab und zu mal schneller, kürzer, länger draufbleiben. Du musst wirklich draufbleiben teilweise und du musst das timen, weil der Druckpunkt nicht ganz unten ist, nicht ganz oben, sondern ist irgendwo in dem unteren Drittelbereich. Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Und das gleiche Spiel gibt es dann quasi mit der Stille. Das ist so ein Viech, das rumrennt. Das darf dich nicht hören. Da musst du quasi den Atem zuhalten. Und das ist ein normaler Xbox-Controller. Nur mit Akku. Also mit normalen Batterien und anderem Batteriefach, das ich gerade habe. Und eine Taste für beide, okay, ja gut. Aber wird keinen Unterschied machen, weil der Druckpunkt so komisch ist. Und bei dem anderen musst du quasi dann schauen, dass du den weißen Kreis, mit je nachdem wie weit du runter drückst, immer im Winkel hältst. Das musst du so im oberen ersten Drittel bis Ende zweites Drittel machen, also in dem Bereich bewegen. Ohne Scheiß. Das ist so anstrengend. Also ich weiß, es haben sich sehr, sehr, sehr viele darüber aufgeregt über den Bereich, weil es ist furchtbar zum Steuern. Was mag Leo gerne? Schicke mal ein Fossil. Es ist wirklich schwer und noch dazu eigentlich nicht schwer, weil das Spiel schwer, sondern schwer, weil einfach Steuerung nicht so gut umgesetzt, sage ich jetzt mal. Das ist als Hauptproblem daran. Meine Meinung. Ich weiß, es haben sich schon mehr darüber aufgeregt, das ist wirklich schwierig, vor allem, du bist, das Schlimme an dem Spiel ist ja das, Permadeath. Stirbt dein Charakter, ist er tot. Den kriegst du nimmer. Der ist weg. Du kannst zwar die Episode, ich bin in die erste Episode, haben wir es geschafft komplett. Ach, nicht Lena, nicht April. August. An jedem Sonntag im August, abends ab 19 Uhr, hat es ein Feuerwerk gegeben. Das war mein letzten Update. Mein Juli-Update war das. Hat mit jedem Sonntag im August ab 19 Uhr gab es ein Feuerwerk und da war unter anderem Rainer mit einer Tombola auf dem Rathausplatz. Wenn du das meinst. Oder meinst du was anderes? August, ja genau. April, glaube ich, war Hanami und so Zeug. Auf jeden Fall Permadeath. Wie gesagt, ich spiele es mit Permadeath. Und der Hauptdarsteller, ich glaube David heißt er, wenn der tot ist, ist das Kapitel komplett weg. Da musst du wirklich das komplette Kapitel neu starten. Klar, wir haben es jetzt zweimal neu gestartet. Ich weiß jetzt ziemlich viel, wo es rumliegt. Nachteil, mir kommt es genauso gut vor. Gleichzeitig ist das Spiel noch relativ arschig in manchen Bereichen. Du kannst hergehen und kannst zum Beispiel sagen, ja, ich
gehe in einen Raum rein und in dem Raum ist ein großes Möbelstück zugedeckt. Mit einem Laken zum Beispiel, mit einem Bettlaken. Gut. Willst du das Bettlaken wegziehen? Oder lass es drauf? Es gibt in jedem Level gibt's mindestens eine solche Stelle. Wenn du es machst, bist du tot. Immer. Egal was du machst. Egal mit wem. Und gleichzeitig gibt es auch mindestens eine Stelle oder zwei, wo du das machen musst. Sonst kommst du nicht weiter. Das ist halt, naja. Aber zum Thema, ja. Horror, ich kann dir kurz sagen, was ich mir hergerichtet habe. Song of Horror, wie gesagt, haben wir noch. Gut, Them and Us möchte ich noch fertig machen. Ich habe. Gut, Daymare ist mehr so Resident Evil 1, 2 Retro-Game-Verschnitt, sag ich jetzt mal, aber auch Horror-Richtung. Resident Evil Revelations hätte ich ja gern mal gemacht. Summer of 85, nein, auf 58. Sommer von 58. Habe ich mir hergerichtet. Und noch x andere Spiele, so nach und nach jetzt kauft immer wieder mal. The Beast Inside, Depth 6, aber es wäre vielleicht eine Option. Wäre vielleicht tatsächlich eine Option mit Let's Play. Könnte ich es nebenbei machen. Ich habe oft das Problem, dass ich vielleicht zwar mal eine Stunde Zeit hätte zwischendurch, aber oder 1,5 Stunden, aber zu streamen lohnt sich's halt nicht. Genetik alles gut. Ich bin einfach. Ich bin einfach kurz. Also bei mir genauso, wenn du bei mir drauf schaust und kann alles genau dasselbe. Ich habe 2 Videos drauf aktuell. 2. Das eine ist, ich nehme es auch als Stream-Archiv quasi her. Das eine ist von Ark, der erste Stream. Und das zweite war jetzt nur ein kurzes Infovideo zu Animal Crossing. Ganz, ganz kurz mal. Also mehr habe ich auch noch nicht drauf. Ich will auch noch mehr machen, aber aktuell fehlt mir tatsächlich echt die Zeit, ja. Ich schaue jetzt, dass ich auf Twitter, Instagram aktiver bin. Da habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich schaue laufen, dass ich die Stream-Sachen ein bisschen verbessere, dass ich Belichtung, Kamera, die Spiele, die Einstellungen etc. etc. Also ich mache jetzt mal kurz das Handy aus und so, ja. Okay, Lena, kein Problem. Holst du etwa Cleo? Ich komme dann auch. Angebot steht noch, oder Lena, mit der Insel? Ich komme dann gern zu dir, wenn es soweit ist. Ich komme gern. Aber hol dir erstmal Cleo. Ich habe ein halbes Spiel drauf. Wo, Philipp? Moment, das Spiel kenne ich, das habe ich auch mal angesehen. Bei einem Charakter gibt es ein Haus, 2 Kabel in der Pfütze. Ja, genau. Das war das erste Kapitel. Spielst du lieber atmosphärischen Horror oder Jumpscare-lastigen? Ich mag beides. Ach, du hast doch halbes Spiel drauf auf YouTube. Achso. Ich spiele tatsächlich beides. Also eigentlich ist mir egal. Muss passen. Gerade Nachricht bekommen, dass ich live bin. Jetzt gerade. Okay, das funktioniert ja super. Wow. Ich bin live seit 4,25 Stunden. Seit 18 Uhr. Das ist ja echt schräg. Oha, es gibt so viele Indie-Spiele, die ich gerne von dir sehen würde. Hau raus. Ich habe im pünktlich wie die Deutsche Bahn, ja, das stimmt wirklich. Philipp, ich habe im Discord
Ernsthaft? Was ist denn mit Twitch los? Wie habt ihr denn mitgekriegt, dass ich live bin? Muss ich blöd fragen? Habt ihr es zufällig gesehen unter Twitch oder? Cat auch. Also ich bin meistens live. Oder oft. Also ich kann jetzt mal definitiv versprechen, Montag und Donnerstag ab 18 Uhr. Das schaffe ich. Und Dienstag und Sonntag ab Viertel nach 8, ab 20:15. Das schaffe ich auf jeden Fall auch. Freitag und Samstag muss ich mal schauen. Werde ich auch oft online sein, sage ich mal. Ich bekomme es angezeigt, aber warum jetzt ein zweites Mal? Ach so. Ja, es ist immer die intelligente Benachrichtigung, je nachdem, wo du drauf bist, glaube ich gerade. Wenn du quasi, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß auch, dass die Benachrichtigung ein bisschen komisch ist, ja. Philipp, ganz kurz nochmal zu dem Ding, zu den Spielen. Warte mal. Unter Stream gibt es einen Kanal, der heißt Stream Spielvorschläge. Hau rein, tob dich aus. Würde mich freuen, ohne Scheiß. Also ich freue mich wirklich. Erst einmal habe ich es drinstehen, ich sehe es. Ich kann jederzeit nachschauen. Und ich kann da vielleicht sogar gleich sagen, was ich, vielleicht habe ich sogar einiges. Ich liebe Indie-Spiele, ich liebe Horror-Indie-Spiele. Ich meine eher aufgenommen, alleine nach zu der Chat. Problem ist, wenn ich Chat spiele, bin ich wesentlich schreckhafter. I am scared kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich schau mal kurz nebenbei. Mein Lukas hat sich auf FNAF schon gewünscht, Five Nights at Freddy's einmal. Ich habe die Sachen immer in der Wunschliste drin, aber ich werde mir jetzt nicht gleich sofort wegen allem den Titel dann kaufen. I am scared. Nee. Gibt es auf Steam? Ach, I'm scared. FNAF. Nein, es passt schon, Philipp, kein Problem. Ich sage, ich muss, also aufgenommen wäre mal interessant tatsächlich, ja. Vielleicht. Okay. Es schaut sehr augenkrebslastig aus. Aber kann cool sein trotzdem. Ich pack's mal auf die Wunschliste drauf. Summer of 58, was ich gesehen habe, ist ja auch so ein Spiel, das extremst Pixel oder extrem Jumpscare-lastig ist, was ich weiß. Bei mir ist es immer unterschiedlich, je nachdem. Aber wenn ich es alleine spiele, ist ganz oft, dass es mich gar nicht so reißt. Und tatsächlich, wenn die Kamera da ist, laber ich ja trotzdem. Ist ja fast wurscht, als ob ich dann gut mit Chat, klar, interaktiv, logisch, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin schreckhafter mit Chat.
tatsächlich. Kann es aber eigentlich, also ohne Kamera, ohne alles, sitze ich so da. Übertrieben gesagt jetzt. Nö, bist du nicht. Versuch dich ja immer zu erschrecken. Wir versuchen tatsächlich sehr, sehr viel. Ab und zu schafft es ja wer. Also bei Song of Horror hat man es geschafft. Sie haben es auch bei Ding, bei. Doch, das war sogar der Mighty. Ich habe einen Clip drauf. Moment. Moment. Das suche ich euch schnell. Wenn ich mit einem Kanal klarkomme, da ist er. Da zum Beispiel hat es mich gerissen. Ich sollte das schauen, was der Eugen braucht, ne? Zum Beispiel. Es ist nur ein ganz alter Clip drauf, wenn ihr den findet, der ist schwarz, da bin ich schwarz-weiß drauf. Der ist von Outlast vom ersten Teil. Da hat mich auch gerissen. Da wird schon rar. Ich bin leider nicht wirklich schreckhaft, was das Zeug angeht. Ist aber mehr, hier war wirklich der Schrei, also ich hatte mich wirklich mit dem Schrei erwischt. Das Granatic immer wieder versucht. Ich such den alten auch raus. Nicht aufpassen, weil die Quali ist übelst kacke von dem anderen, den ich jetzt gleich suche. Oder eigentlich noch viel, Moment, bei Tabletop Simulator hat es mich gerissen. Bei Tabletop Simulator. Ich, ich pack's euch mal rein, Moment. Ich finde die bestimmt. Ähm, da. Jetzt warte mal. War das der? Nein, ich glaube, das gleich war falscher. Das war von. Ah, der da war es, genau, umgeschmissen. Die dauern ja Gott sei Dank nicht lang. Den ganz alten suche ich auch noch mal kurz raus. Moment, haben wir es gleich? 30 Tage auf alle. Verschluckt. Taros Dämon. Da habe ich mich noch erschreckt. Aber es sind tatsächlich, glaube ich, eher wirklich die ganzen Clips. Also. Wo ist denn das? Wo ist denn der uralte Clip? Gut, das war bei Ark. Ark war Horror. Das war Horror. Im Wasser bei Ark. Hau mir ab, ohne Scheiß. Das ist absoluter Horror. Das war richtig schlimm.
Wo ist denn der alte Clip, verdammt? Hey, was ein Highlight? Ach, das ist ein Highlight. Okay, nice. Das kann ich sogar selber gemacht. Das war das erste Mal, das war das war am 30. Dezember war das. Wobei der Clip, das Highlight ist am 30. Dezember entstanden. Ich glaube, der Clip war gut eine Woche oder sowas davor. Weil Alice, die ist zwar nicht dabei, aber Alice hat, ja, Tabletop war super. Alice ist jetzt seit, ich glaube, 16. Dezember dabei bei mir. Und irgendwie um den Zeitpunkt rum habe ich, oder 19. Dezember, irgendwie um den Zeitpunkt rum habe ich quasi, nice Philipp, habe ich das Ding gespielt. Habe ich Outlast gespielt, den ersten Teil. Also es ist irgendwo in dem Bereich passiert. Also es war einer von meinen, innerhalb von den ersten 3 Wochen von meinen Streams irgendwie. Also Gnade, Ton ist nicht der beste. Passt schon. Ich habe auch Muscheln gesucht, Philipp. Nemo. Oh, den blauen habe ich noch gar nicht. Der da gehört eine Makrele. Es sind jetzt ein paar. Es werden bestimmt noch mehr über die Jahre oder über die. Oh, nice. Oder über die Zeit. Hab's gerade schon gesnackt, Philipp, ja. Ich wollte gerade noch welche machen, Brüder. Chillig. Die macht man nur aus Ding, nur aus. Philipp ist gerade auf meiner Insel, ja. Animal Crossing, wenn du Animal Crossing hast, kannst du quasi auf die Insel von anderen gehen. Jeder baut seine eigenen Inseln, jeder hat seine eigenen Bewohner, aber man kann auch auf die Inseln drauf, ja. Wir haben es vorhin gesagt, leider fehlt bei diesem Teil die, der Freunde-Aspekt ein bisschen krass. Erstmal die Insel leer looten. Geht Gott sei Dank nicht so einfach. Also der Philipp könnte es tatsächlich machen, ja. Teppichmuschel heißt es, genau so ist es. Aber das stimmt allerdings auch, ja. Die looten die Insel eher voll, ja. Das stimmt auch, ja. Ich muss immer abblocken. Kriegst du, Philipp? Kriegst du. Würdest du mein letztes kriegen? Nee, nee, Philipp schnurrt nicht. Philipp hat schon einiges getan, so ist es nicht.
Ach krass, man kriegt wirklich aus einer Muschel, kriegt man wirklich nur einen Köder raus. Ich dachte zumindest 10. Okay, nice. Komm her. Es gibt halt quasi in dem Spiel, es ist halt ewigst chillig, das Spiel. Ist für Switch, die Nintendo Switch. Ich glaube um die 40 € aktuell. Ich muss aber rausgehen, Philipp. Mein Rosenmäher ist akkurat gemacht. Bin Anarchistin im Herzen, aber sonst muss alles Picobello sein. Das Schönste nach einer durchgenachten Macht ist schließlich K.O. in sauber gemachte Bett zu fallen. Das stimmt wohl. Aber ich bin gern, also ich habe gesagt, wir werden jetzt dann definitiv Sonntag ist wieder Mario Kart, hundertprozentig. Und Scribble wurde sich schon gewünscht. Also so Browser-Games, sage ich jetzt mal, haben wir auch. Oder Gartic von können wir mal machen. Philipp hier. User für PC. Yuzu ist eine Frucht, der japanische. Ach so. Das ist ein Open Source Emulator. Kannte ich auch nicht. Auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt schon mal schauen, wenn ein paar Leute da sind, das ist immer ganz lustig. Wenn ein paar Leute sind jederzeit. Ich lasse mich gern zu allem überreden, so ist es nicht. Wie Gartic fahren wäre mal ganz lustig, finde ich. Wäre auch dabei. Ist ein Browser-Spiel, kennt ihr wahrscheinlich auch. Kann jeder mitmachen, wenn es ist. Hast du noch Köder, Philipp? Ja, Scribble kennt's, ja. Hi, erstmal. Können wir auch machen. Habe ein paar Leute gehört, welche Spiele denn. Ich habe gesagt, das Einfachste ist halt quasi sind Sachen wie eben sowas wie Gartic fahren oder Scribble. So Zeugs. Einfach Browser-Games, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr da mal Bock habt, am einfachsten sage ich jetzt mal, ist wirklich, und so blöd ist es auch nicht, ich muss sagen, es ist einfach der Discord-Kanal auch in dem Fall, wenn ihr mir es im Discord schreibt, wenn ihr wirklich schreibt unter Spielevorschläge ist rein. Es ist ein extra Kanal da unter Stream Spielevorschläge, schreibt es rein. Ich will jetzt nicht ums Verrecken Werbung für den Discord machen, weil es ein Schmarrn ist, aber den schaue ich halt an. Und da ist es ganz praktisch, tatsächlich. Also du kannst mir eine private Nachricht schreiben auf Discord, das sehe ich wenigstens. Bin dann aber weg, wünsche euch noch einen viel Spaß beim nächsten Mal. Granity, danke dir, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Wirst du erst einmal deine Pile of Shame... Nein, meinte ich, das passt, das brauche ich nicht. Multiplayer-Spiele machen viel mehr Bock, finde ich. Die machen wir ja auch noch, so ist es nicht, weißt ja. Ich mal alles weg. Also so wie Animal Crossing, wie Stardew Valley, so Zeug, das kriegst du nicht weg, das spielst ewig. Mario Kart.
Naja, ich finde schon. Also zumindest immer wieder, sagen wir es so. Finde ich jetzt. Ich meine, wenn man da wirklich sagt, man macht, keine Ahnung, einen Tag, irgendwann mal, ist ja wurscht, kann man sich ausmachen. Da wirklich so, ich nenne es mal Community-Spiele, egal was, also egal welche Richtung. Und dann, natürlich muss man es vorher ausmachen, ganz klar. Das wird schwierig. Aber wenn man sowas machen will, hätte ich Bock drauf, kein Problem. Ich bin auch für DPD-Zweifel zusammen, weißt du auch. Smash schon, zum Beispiel, ja. Smash Brothers ist so ein Ding. Ah, übrigens, genau Mighty, du bist eh gerade da. Und Tobi. Philipp, der gerade hinter mir mit Konfetti schmeißt, spielt auch Smash Brothers. Und Cat hat's auch. Sind beide besser wie ich. War eh klar. Die wären einfach mal dabei, glaube ich. Ich habe mit Cat und Philipp schon mal gespielt. Mein Fischi ist weg. Philipp, pass auf, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Oh mein Gott, Philipp. Nein, der schöne Hai. Puh, ich gehe woanders ins Angeln. Oder Cat, das warst du, glaube ich, oder? Philipp, kein Thema, passt schon. Ich hab's mitgekriegt. Passt schon, passt schon, passt schon. Du warst aber zu nah dran. Doch, es war Cat, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Cat und Philipp, die zwei. Ja, Smash. Okay. Also können wir auch gerne mal machen. Überhaupt kein Thema nicht. Ich lasse mir jederzeit überreden. Auf eine Runde Mario Kart, so ist es auch nicht. Von dem her, kein Problem. Aber ich muss halt irgendwie ausmachen können mit euch. Mal schauen. Vor allem muss man halt auch Lust dazu haben, ist auch klar. Und den glaube ich habe ich noch gar nicht. Doch, habe ich schon. Wie machst du das eigentlich, Philipp, dass du hinfallst? Hm. Wie heißt der? Jakob. Ne, die Pharaoh-Maske ist verflucht.
Was macht die besser? Hält die nur länger, Philipp? Oder was macht die? Sollten wir länger halten? Ah, okay. Dann danke. Oh. Ich hab nur den Zauberstab mit. Dann bitte. Aber geht es wirklich nur mit der Pharao-Maske oder geht es mit allen Dingen, dass du hinfällst? Singen die wieder? Nicht schaut. Ich weiß nicht, Gäste sind hier gestanden und haben gesungen. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß, wir haben den Seebarsch, wir haben den Rotfeuerfisch haben wir auf jeden Fall auch. Die Muscheln haben wir die Makrele haben wir. Die zwei haben wir gehabt. Den weiß ich nicht. Den glaube ich haben wir gehabt, den haben wir gehabt. Einen Monatfisch glaube ich auch. Seit den neuen Updates ist es möglich, dass euer Charakter hinfallen kann. Dafür müsst ihr einfach nur einen Luftballon oder die neue Pharao-Maske ausrüsten. Und dann kann es passieren, dass ihr beim Laufen stolpert. Mehr als das bringt das neue Feature nicht. Ah, okay. Bin noch nie mit einem Ballon gestolpert. Weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe einen Ballon dabei gehabt, aber das stimmt schon. Doch, das schon. Mehr glaube ich jetzt auch nicht. Du warst tauchen, nicht angeln. Habe ich ganz genau gesehen. Ach Gott. Mal Zwischenfrage ganz kurz an die ganzen. Testen wir es aus. Ich hab Ballons. Philipp, was? Katja mich so hintenrum ein bisschen mal angehaut. Hat vorher irgendwer Splatoon? Ich hab's nicht aktuell, aber ist nur die Frage momentan. Du nicht, ja gut, ich aktuell auch nicht. Ich habe es auch nur einmal gespielt, glaube ich. Schaut in den Chat und ist unsere Audio, weil die Katze nicht da ist. Anni, hi, grüß dich. Lea war heute schon mal da. Magst du noch... Okay, dann vergessen.
Wollten Hallo sagen, bin ich auch mit Arbeit. Hi Adi. Hallo. Aber wie gesagt, Lea war heute schon mal da. Also irgendwie. Ah! Doch, ich bin hingefallen. Und da fliegt der Ballon weg. Irgendwann fliegt man hin. Ich schaue, ob ich es fotografieren kann. Also ich habe die Schnauze legt. Ich habe es auf Video. Es geht. Philipp, du hast zu viel Balance, das geht nicht. Du musst viel asymmetrischer laufen. Ja, genau. Gratulation zum Hinfallen. So, im Lager. In der Lager. Nehmen wir mal mit. Gut, ich wusste gar nicht, dass es geht. Also ich glaube, der ist neu da. Kaiserschnapper. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Aber es geht. Allerdings Luftballons verbrauchen sich halt. Die Pharaoh-Maske nicht. Aber wahrscheinlich ist die wirklich cursed dann, ja. Na, Fischi. Mein Gott, Fischi. Ja, Fischi. Flunder. Le Flunder. Un momento. Ich ole. Ja, kein Thema. Kein Problem. Fünf? Fünf.
Bitteschön. Das war Ziel, ha? Jetzt sag's nichts mehr. Direkt vor die Füße. Golderz schmeißen kann ich besser wie angeln. Der professioneller Golderz-Schmeißer in Animal Crossing. Fischi. Da ist Fischi. Die gehen einigermaßen. Die Haie sind wirklich ein bisschen extrem leicht zu runterkriegen. Ah, gerade räume ich das Lager rein, ne? Ja, lass mal die anderen her. Sind gleich kaputt. Eiskalt schreibt er. Was ist los? Wollte mich erschrecken, der Bub. Ach, okay. Was verlangt ein Toni für den Angelkurs? Helm vor mir ist für dich aus deinem Gold. Das Lustige ist, Philipp,
Warte mal, ich schau mal kurz. Ich glaube, ich hätte die Anleitung sogar gehabt, glaube ich. Ja, ja, genau hier. Ich hätte sogar machen können. Ich habe sogar die Goldrüstung verlesen, sehe ich gerade. Ah, die hat Cat dabei gehabt, oder? Strommantel, nice. Bastrückchen. Ich kriege immer voll die coolen Rezepte vor euch, ohne Scheiß. Respekt. Wobei, die habe ich gleich von irgendeinem Bewohner gekriegt. Oder vor irgendwas, die habe ich irgendwo gesehen oder irgendwo gekriegt. Aber die habe ich heute von der Cat, glaube ich, gekriegt. Aber trotzdem danke, Philipp. Hör mal kurz, pass mal kurz auf. Pass auf. Ich tu mal die... Das hört sie, oder? Wenn ich noch was Normales anziehe. Aufpassen. Alles gut, jetzt setze ich die Pharao-Maske. Oder... Jetzt setze ich die Pharao-Maske auf, genau. Das ist schon cursed irgendwie, ja. Ein normaler Rennfall da hin. Nur schneller rennen, ne? Da ist der Fluch. In den Sand. Bam. Ich rede mal mit Cleo, was die sagt. Überaus erfreulich, wir gewinnen so heute ständig eh mit. Das wird mir jetzt zu gruselig. Lass uns plaudern. Ungeachtet der jeweils herrschenden Umstände erquickt mich ein Bad immer. Es befreit mich von allen meinen Sorgen. Und der absolute Himmel auf Erden ist zweifelsohne ein Whirlpool. Wenn ich mich in Blasen blubbern, verliere ich mich immer in einer ganz anderen Welt. Miau. Philipp, irgendwann kannst du dich gar nicht mehr absetzen. Weil da das ständige Hinfallen der Nasen schon so geschwollen ist. So angeschwollen. Ah. Ich muss was mal kurz Curse of Binding. Ja, genau. Aber dann kannst du trotzdem absetzen. Es ist bloß beim kaputt danach normalerweise. Deutscher Kartoffel, hi, grüß dich, servus. Sau cooler Name. Deutscher Kartoffel. Ähm, wo war ich? Pharao-Maske. Den Helm könnte ich dir bestellen. Was für einen Helm? Ach so, für die Rüstung. Also ist der Pharao. Ach, das Pharao-Gewand hattest du an. So ist es, genau. Ach, jetzt weiß ich, was ich wollte, mein Gott. Muss nur gucken, ob ich genügend Erz habe. Der Zauberstab, wie funktioniert das Ding? Ich nehme das Teil in die Griffeln. Und dann ach, an dem Schrank muss ich vorher die Outfits festlegen. Jetzt. Das hat mir gefehlt. Ich habe das letzte Mal ein bisschen rumberührt, also auch gestern nochmal. Ich habe nicht verstanden, wie ich da Outfits festlegen kann damit. Oder in deinem Fall an der Kühltruhe. Ich habe da einen Schrank und einen Spiegel.
Ah, da steht es eh. Ah, jetzt. Wie kann ich die... Wie speichere ich die dann? Ich habe gerade was gesehen, Moment, ich muss mal kurz das... Achso, ich kann es nicht umdekorieren. Ich muss daran denken, dass ich die ganze Kleidung von der Wand runter tue mit der Plus-Taste. Ach, ja, Stab-Outfits ändern. Hier sind wir. Jetzt, okay, passt. Danke dir, perfekt. Muss ich mal schauen, was ich mache. So geht's. So geht's. Angeln. Mein Auge juckt. Hm. Ciao, Philipp. Badam, badam, badam. Muss Gold verschicken. Alles klar. Mach das. Oh, es regnet. Oh mein Gott, die Blume, die zerreißt es am Morgen, oder? Es haben heute, glaube ich, 5 verschiedene Leute gegossen. Ich auch noch. Und es regnet noch drauf. Ich habe noch keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Alles klar, pass. Hoffentlich klaut es der Postbote nicht. Das muss er gut einpacken. In altes Zeitungspapier oder sowas. Was war Phoenix wieder? Hallo, servus. Oh mein Gott, was ist denn das? Guten Abend, Felix wieder. Hi. Ich liebe Vito Scaletta dafür, wie er das im ersten Teil sagt. Hoffentlich klaut es der Postbote nicht. Dem Android des Boten. Vito Scaletta. Ach so. Mafia. Habe ich nicht gespielt tatsächlich. Ein Quastenflossler, so einen hat man quasi nicht alle Tage. Ein heiliges Fischstäbchen. Ah. Mal kurz die Zeit nutzen, solange keiner da ist. Kurz zum Oi gehen. Oi gehen. I have stuff for you. Wanna take it? And display it in your museum. Ich will was stiften. Okay, tatsächlich nur den. Oh, der ist nice. Ich habe einen guten Tag, Erzähl. Weil es ein heiliges Fischstäbchen ist.
Der Quastenflossel ist ein Tiefseefisch, den es schon seit dem Zeitalter der Dinosaurier gibt. Lange wurde er für ausgestorben gehalten, da war man schockiert, als sich lebende Exemplare fanden. Für manche Museumsleiter ist wohl unsicher, wo er ihn ausstellen soll, bei den Fischen oder Fossilien. Das war lustig. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Dann will ich dir die großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke dir von Herzen. Ja, merci dir, gell? Passt schon. Am Mondfisch habe ich noch keinen. Kriege ich heute nicht mehr. Die schaut immer aus wie eine Eisverkäuferin, finde ich irgendwie. Oder ist das eine Köchin? So in die Richtung. Tiefseeabteilung. Das ist ganz nice tatsächlich. Wir kriegen ein paar Meilen auf die Art und Weise. Machen ein bisschen Erfolgszeug, das passt auch. Verdienen ein bisschen Geld. Das ich dann mit Rüben ausgeben kann und dann wieder alles verschimmeln lassen kann. Aha. Ist Richtung entzollt. Und wieder den Laden wachsen lassen kannst. Nein, das Einzige, was ich vielleicht wirklich schauen muss, für Gunnar. Für Gunnar muss ich spulen. Wahrscheinlich. Im Camp muss man sein Essen über ein Lagerfeuer kochen, Brot und Bohnen und Schokolade. Ich wünschte, das könnte man auch zu Hause, aber ich darf in der Küche ein Feuer machen, sagt Mama. Ich krieg Gunnar von Kathi. Kathi hat Gunnar und Kathi gibt mir Gunnar. Aber Kathi lässt halt nach und nach quasi ihre Bewohner einziehen, die neuen. Wenn quasi Gunnar soweit ist, dass er ausziehen möchte, dann sagt mir Bescheid. Dann kriege ich Gunnar. Auf ganz neutralem Wege. Hatte ich doch schon mal gesagt. Ich hatte sogar zwischendurch einmal der Cat anboten. Aber Cat hat jetzt ja einen Gunnar. Kathi möchte nur Pferdebewohner haben. Und ich habe ihn auf der Liste quasi drauf und sie hat gesagt, wenn er quasi auszieht, dann kriege ich ihn. Ich muss dann quasi schauen, dass ich spule. Da brauche ich dann. Mein Gott, du Fisch, ne? Aber auch meinen, ja. Ich jage jetzt wirklich wieder mit der Doom Shotgun ohne Krampf. Jimmy? Ah, Cat, hast du seit das mit Ding hinkriegt? Mit der. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Mit der Lena. Hat das funktioniert oder was? Also, baut sie jetzt beieinander? Hat sie Cleo gekriegt? Oder wie seid ihr das verblieben aktuell? Philipp könnte sich noch selber am Campingplatz einladen eigentlich. Ne, Philipp? Also eigentlich glaube ich braucht. Schau, okay, danke dir. Ich habe mir ganz legit die Karte gekauft. Ja, eben, da meine ich ja. Ist es auch nicht mehr da. Ach so, schade, okay.
Toni, hi. Ich habe vorhin schon gefragt, aber da warst du wieder weg. Was kostet ein Angelkurs bei dir? Ich habe einen Quastenflossel rausgezogen gerade. Und einen Reifen. Gib mir ein paar verdammte Rüben, das geht schon. TikTok, Toni. Wieso TikTok? TikTok, Toni. Ich habe TikTok gedacht an die App. Hallo TikTok. TikTok und Tracke 3 oder wie? Ist da Live-Coaching über Discord oder sowas dabei? Bei dem Angelkurs? Ist in seiner Wahrheit und nicht so ähnlich ticken. Also Tick-Tick. Ach so. Ah. Ich finde es so lustig, da hinten im Eck, also der Berg, der jetzt quasi da größer wird, der da, ist ja ganz cool. Und links daneben im Eck, hinten, das ist quasi direkt über mir jetzt da so, da sieht man noch so einen Berg mit mit so Zacken drauf, das wahrscheinlich Bäume sein sollen, denke ich mal. Und mich reißt immer wieder, wenn ich da so hochrenne, und denke mir so, Godzilla, Godzilla. Der schon irgendwas so ein Seemonster kommt, das ein Zeug sau cool. Die Makrele. Oh. Toni, ich versau es hoffentlich nicht. Ich habe sofort drauf gedrückt, in dem Moment, wo der anbissen, aber wirklich sofort. Das geht ab und zu nicht. Heiß Japanisch und heißt ja. Was hast du geschrieben? Mich würde es interessieren. Ich sehe es selber nicht. Oh mein Gott. Hi Bella. Du gibst sonst immer auf das Insel, wenn du texten möchtest, Wedel? Nein. Nur dich. Nächste. Was jetzt total verschärft wäre, ganz eine stabile Makrele. Eine stabile Makrele. Hab leider kein Discord. Mich überfordern die vielen Bildschirme in Foren manchmal sehr. Discord kannst du sogar als App runterladen für Handy etc. Ist gar nicht so schlimm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja Toni, ich verstehe es. Ich habe Discord vorher gehabt. Trotzdem war es so, dass ich quasi mit dem ganzen Streaming-Zeug etc. was war. Ich war mit der Einrichterei am Anfang, der ganze Scheiß, ich verstehe es voll und ganz. Also auch Discord am Anfang, bis ich es gecheckt habe, dass man da links und rechts wischen muss. Je intuitiver die Bedienung ist von dem Zeug und je einfacher die Bedienungen machen wollen, desto komplizierter finde ich ist es. Zumindest meine Meinung. So geht's mir.
Fress den Köder. Discord ist cool, aber hey, es ist kein Zwang, versteht ja voll und ganz. Ja, ja, klar, logisch, ist er nicht. War es nie, wird es nie sein. Also, es war nur, ich habe nur gesagt per Discord, weil Discord tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine saukoole Möglichkeit, einfach, dass du deinen Bildschirm teilst. Wenn du wirklich sagst, hey, zum Beispiel, jetzt keine Ahnung, Cat, du willst dir was zeigen in Animal Crossing, egal was, sag jetzt mal, du kannst einfach Discord anschalten, sie sieht auf dem Bildschirm, kannst mit ihr reden, das hat, die Qualität ist echt gut. Also, funktioniert relativ unkompliziert. Das ja, wenn man die Switch in der Hand hält und dann chattet jemand auf der Switch, dann gucke ich Stream und schreibe im Chat mit und dann flüstert mich noch jemand an. Achso. Bei mir musst du dir vorstellen, Bildschirm 1, also Kamera, Bildschirm 1, da spiele ich drauf. Chat, Stream-Vorschau, die ganzen Infos, Aktivitätsfeed, ob ich live bin, wie viele Daten das durchgehen. Hier der Ding, hier der komplette Chat nochmal in übersichtlich, sag ich mal ganz kurz, mit den ganzen Daten, wie lange ich bin, bla bla, den ganzen Mist. Die Vorschau, wenn ich was ändern lassen müsste. Die ganze Stream-Info, die ich ändern kann. Und rechts daneben die ganzen Infos, wenn quasi was reinkommt. Scheißegal. Follow, Bit, wurscht was. Und rechts daneben ist der Discord, drunter ist der Discord noch offen. Und vor mir habe ich mein Handy noch hier. Das quasi auch noch mitläuft, wo dann Instagram, Twitter, der ganze Scheiß alles offen ist. Es ist wirklich, 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 wirklich kotzig. Also es war am Anfang mal echt schlimm. Ach Gott. Fühle ich habe manchmal Twitch um in der Ecke, die Flüsternachrichten offen und den Discord im geteilten Bildschirm. Ja, Flüsternachrichten kriege ich auch noch, die sehe ich dann quasi auch auf dem Bildschirm hier. Quasi 1, 2, 3 und Handy. Und ich sag's immer wieder, was man nicht vernachlässigen darf, die Lichter in meinem Gesicht. Darum spiele ich halt so gerne Animal Crossing, weil da macht das nichts. Ein bisschen viel, Philipp. Mobil wird's schnell eng, ja. Wenn mein Freund mich dann anruft, pump ich ihn an, weil er mich nervt. Ach Gott. Weil es viel ist. Laubhaufen. Oh, nice. Danke dir. Aber es hätte wirklich nicht sein müssen. Und vor allem über DIYs weißt du ja jederzeit. Mag ich alle. Und wenn ich mal vielleicht irgendwie das Zeug zum Sammeln anfange, frage ich euch vielleicht auch regelmäßig, ob ihr was habt. Das kann dann schon gut passieren. Erst habe ich zu wenig Steine und Lehm, jetzt habe ich viel Gold. Ach Gott. Bestellung ist raus. Das klingt auch stressig. Und so wenig Küchenmöbel, genau. Helft zum Philipp. Philipp braucht Küchenmöbel. Nee, es war nur so, Philipp braucht, glaube ich, noch einen Goldhelm. Für die Rüstung. Aber ich merke es oftmals am Handy auch, wenn wir bei dem Thema gerade sind. Ich habe momentan also WhatsApp und Line zum Beispiel offen. Das sind ja zwei verschiedene Dinger. Oh mein Gott. Der ist für dich, Toni. In einer Paima, der Name sagt doch schon alles. Das ist das Teil, von dem ich gestern erzählt habe. Sieht doch aus wie ein Wal. Das sieht aus wie ein arroganter Fisch so.
Brauche ich bloß noch ein Monokel. Dann wäre das. Monokel und so ein kleiner Zylinder. Gibt es einmal am Tag? Okay, nice. Dafür habe ich immer ein Ding an Mondfischen noch nicht. Die kriege ich irgendwie nicht. Merkt ihr den Platz? Der ist da. Direkt unter Cleo, Philipp. Oder Toni. Direkt unter Cleo. Cleo ist da. Da habe ich ihn gefangen. Ich mache Beweisfoto. Hier. Eine Wasserkartoffel. Cat, wie hast du das gemeint gehabt, dass man es katalogisieren kann? Man kann das Zeug ja nachbestellen, das weiß ich ja. Es gibt da irgendwann auch mal, glaube ich, ein Ding, glaube ich, eine App per Handy, per Nook-Phone, dass man quasi die Sachen direkt nachbestellen kann, ohne Shop. Glaube ich, oder ohne ins Nook-Center zu müssen. Was ich weiß. Aber muss quasi Philipp zu dir gehen und muss die Sachen in der Küche aufheben quasi, oder wie? Moment, Freund ruft an. Und wenn er sie dann aufgehoben hat, ab dem Zeitpunkt kann er sie bestellen, oder wie? Läuft das so? Wie verstehe ich das? Dann brauche ich das und einen Herd. Ah, okay, du hast quasi Kurs dabei und ab dem Zeitpunkt sagt Spiel, okay, du hast das schon gehabt, du kannst es quasi bestellen. Ah, okay. Nice, cool, gut zu wissen. Mein Gott. Zeig kurz in die Tasche, dann legst du es wieder ab. Ah, okay, na gut. Und wann kriegt man die App? Also es gibt ja gerade hier so eine Nook-Phone-App, glaube ich, irgendwann mal, wo man Sachen bestellen kann. Wann kriegt man die? Ich frage für einen Freund. Hab genug Bestellungen, hast du. Lieb von dir, Cat. Ich kann's bloß. Kannst du den Kumpel sagen? Ich weiß bloß tatsächlich noch nicht was. Haus ist bei mir nur relativ leer tatsächlich. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder ein paar Sternis kriege. Dann muss ich Rüben kaufen. Muss dann einen guten Preis machen, dass ich wieder Moneten habe. Und dann kann ich mal schauen, dass ich so die Brücken baue auf der Insel, die Aufhänge baue und auch das Haus nochmal erweitere und dann damals so nach und nach einrichte, ja. Aber oh. Sternis, ja, ja. Makrele. Ich habe mein Geld quasi durch die Rüben Kaputtmacherei versetzt, sag ich jetzt mal. Reifen kann man auch brauchen. Noch 2 und ich baue mir ein Auto. Brauchst du nur Folgen dazu. Aber noch Schulden bei der Karte 70.000. Also was heißt, sie will sie eigentlich nicht mehr, weil sie mir den Tisch gekauft hat, den Asiatisch, aber ich würde es ja schon zurückgeben wollen.
Dann will ich angehen jetzt ein bisschen, fange ein bisschen, verkaufe ein bisschen. Dann hole ich mir Rüben. Ist ja dieses Wochenende erst wieder. Dann schauen wir die Woche drauf, ob wir einen gescheiten Preis kriegen und dann geht es wieder weiter. Und Angeln ist ganz nice, das muss ich eh machen. Weil wir die Fische teilweise auch noch nicht haben. Wenn du das brauchst, sag Bescheid. Ja klar, also wenn ich die Küche mal so weit bin und wenn ich was einräumen will oder was suchen will, gern. Komme ich gern vorbei und grabbel das Zeug mal alles an. Ich hätte jetzt meine Tasche vorgerammelt. Soll ich es dann fertig rammeln? Also voll. Ach so. Passt schon, Philipp. Wenn ich mal wieder, wenn ich ein bisschen was habe und kriege einen gescheiten Rübenpreis, ist alles cool. Das passt schon. Jetzt haben wir ein paar Leute dabei. Die Chance, dass man einen guten Rübenpreis kriegt, ist, er hat Rammel gesagt. Du hast vorgerammelt geschrieben. Ich bin ganz unschuldig und habe es nur vorgelesen. Ja. Was ist so schlimm dran? Ich verstehe solche Wörter gar nicht. Ich weiß schon, was du gemeint hast. Aber das absichtlich nicht darauf reagiert. Ein Tilapia. Du glitzerst wie ein Tilapis, Lazuli, oh mein Gott. Je später das wird, desto schlechter werden die Witze, glaube ich, kann das sein. Fies. Na. Ich würde es gerechtfertigt nennen. Ich muss aber ehrlich sagen, so gerne ich Animal Crossing spiele, ich freue mich morgen auf Ark, muss ich ehrlich sagen. Einmal wieder lustig dann. Wenn wir wieder weiterkommen mit dem Ding. Gibt's wieder Dinos. Dinosaur. Rar. Dinosaur. Rar. Ne, Dinosaurier gibt's halt. Ein Ding gab's mal, oder? Ein Axolotl gab's mal als Bewohner, oder? In irgendeinem Teil, glaube ich, oder? Arg. Ich hatte da viel mehr Dinger. Wie macht der Seehund? Arg. Oder der Ding, oder der... Egal wie sauer du bist. Dinos sind Saurier. Oder was gibt's noch? Wenn wir schon bei den schlechten Witzen sind. Welche Dinosaurier waren Polizisten? Das ist halt so schlecht. Die Triceratops. Das sind Schmerzen. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter, genau. Egal wie sauer du bist, Dinosaurier.
Der muss wehtun, er ist dann so gut. Oh gut, der schmerzt. Noch der Flachwitz-Fan. Oder ich muss sagen, auf Deutsch heißen sie Flachwitze. Auf Englisch sind sie die Dad-Jokes. Ich dachte anfangs immer Dad wie tot. Weil Dad wie Vater. Aber Dad-Jokes wie tot hätte auch passt. Da haben wir Schwein geangelt. Schnecke. Eine Schnecke haben wir schon. Schnecke. Ich weiß gar nicht, Moment, ich muss kurz schauen. Ich hatte damals für ARK so viel Zeugs aufgeschrieben. Was haben wir noch? Genau. Schnell holt Plätzchen. Da ist ein T-Rex. Ähm. äh. Irgendwas 78, irgendwas L hinten raus. Jetzt warte mal, Philipp, ich mach's anders. Ich mach kurz zu für Freunde auf. Sag ich Bruder so. Also 76 irgendwas, ey. Er wird auch, wie war der Code? 72 84 L. Machen wir's so, ist wurscht. Und immer noch ein bisschen. Na gut, aber allzu lang machen wir nicht mehr heute. Wo soll denn die Haie? Haie, 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 Haie. Mein Gott. Beste Angeltrick. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wie ist es mit den Blumen? Ich weiß ja, wenn es mehrere Leute gießen, dann wachsen die. Das habt ihr ja gesagt, das stimmt ja auch. Das habe ich ja schon irgendwo gelesen. Aber wenn sie jetzt gegossen wurden von mir und von jedem anderen und dann es regnet wirklich noch drauf, die müssen ja wachsen wie blöd, oder? Ich komme morgen auf meine Insel nicht mehr drauf wahrscheinlich, oder? Alles überwuchert. Kann gut sein. What? Oh mein Gott.
Irgendwie schaut die Dark Souls Rüstung so nach Stoff aus. Außer der Helm. Und grün habe ich mir auch schon nicht bastelt, ja. Die hat es auch gegeben bei dem Feuerwerk, glaube ich, oder? Ja, ich denke, es wird im Rahmen bleiben. Im Rahmen vom Wasser, oder? Ich habe noch nie das Feuerwerk-Event gesehen. Doch, ich schon. Bei der. Dass es geht, wusste ich gar nicht, ob das wackelt. Aber ich habe bei der Ding, bei der Easy, auf der Spezibucht, war der. Ich glaube am 29. sogar. Es war, glaube ich, der letzte Sonntag im August. Da war ich dort. Ich habe erst Ende August zum Spielen angefangen. Am 26. Ich weiß nicht, ob das Stream noch live ist. Aber nee, wahrscheinlich nicht mehr. Sind bloß 14 Tage. Der ist immer drauf. Meinte ja, morgen geht auch weiter. Ja. Hat sich wieder bereit erklärt dazu, ja. Nachdem er ziemlich sauer war. Gut, ich patche mal meinen Client. Oder patchen. Ist halt wirklich so. Also ohne Schmarrn, Japan Real Life. Riesenfeuerwerk im Hintergrund. Die machen also große allgemeine Feuerwerke von der Stadt dann quasi immer aus oder von dem Dorf aus. Und die Japaner selber, im Endeffekt, die Wunderkerzen, die du in der Hand hast, da kommen nur die her. Das ist das Feuerwerk, das die im Regelfall kaufen können, wenn überhaupt. Und selbst das wird nach unten gehalten, über den Wassereimer drüber. Zu fünft in einem Kreis. Also das ist schon krass. Habe ich selber schon mal gehabt, das Ding. Haben sie sogar extra am Meer, waren wir da, haben so Kuhle ausbuddelt, haben das quasi mit Wasser voll gemacht, komplett, also im Strand, und haben dann quasi die Wunderkerzen drüber gehalten. Im Sand. Also, Papiertüte anzünden. Ah, nicht gegangen, schade. Der Papiertüte nicht rennt. Hab den Dreamcode beim Event erstellt. Musste also zu sehen sein. Theoretisch. Ah, okay, nice. Cool. Müsste auch, der Ding müsste auch der. Obwohl, der Rainer ist wahrscheinlich nicht da, ne?
Wegen, die Fackel nicht hab, die muss so voll geranzt sein. So manche Romanze beginnen selber mit irgendwelchen Nachweiche, erinnere mich da überkommen. Ja, den Pulli von Sarah an, glaube ich. Gewissen sind ja offenbar so eine Geschmacksseite besitzt das unvermögend als Kleidung. Ein geiler Kaffee ist natürlich wichtig, sich stundenlang Gedanken zu machen und bloß nicht anzudecken. Doch einen Schirm verwendet man nur hin und wieder, da fällt die Kaffeeentscheidung viel spontaner. Weil Rainer ist ja quasi in der Tombola dann auch da. Also, es müsste theoretisch gehen, wenn er zurückspielt, oder Philipp? Geht das nicht? Ich weiß nicht, wie es mit den Events ist. Wenn du jetzt am Zweifel am, was war's denn für der Tag? Wenn du am 29. August zurückspulst und dann. Ach, übrigens, Kai hat sich sehr gefreut gestern. Es waren 10 originale Kunstwerke dabei. Nur 10 habe mich voll darauf verlassen, dass er. Ach, Kai hatte Geburtstag, oder wie? Kai war der, für den du die Gemälde gesammelt hast. Ach, voll lieb. Ich kann kurz vorbeischauen, wenn du magst, ja. Aber nicht für mich, ich habe mir Fakes angesehen, wie Rainer relativ. Dann ist ja Kai wohl auch dein Cousin, ne? Gute Cousin-Rabatt. Wie viele Kunstwerke hast du ihm eigentlich geschenkt? Das ist mal meine Frage ganz kurz. ...25, okay, gut, dann ist krass. Also wenn es dann wirklich nur, also 10 Originale ist natürlich auch krass. Wie du sagst, wenn der ganz normal vom Rainer gewartet hätte. Ja, Toni hat geschrieben, dass es Fakes sind. Mal eine blöde Frage. Kai. Ist Kai dein Freund, Toni? Nur zu Verständnis oder ein Freund? Weil du es weißt. Ja, Kai ist Heust, das weiß ich, ja, genau, 84, das weiß ich. Ich meine nur, weil ich es. Nein, hätte er sein können, keine Ahnung. Wenn du es weißt, eventuell. Oder ein Freund. Hätte er sein können. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Fatima. Ich hatte schon mehr Sachen im Stream in der Richtung. Regenblasen in der Nacht macht immer wieder so müde. Heute werde ich sicherlich hellig schlafen. Wir haben uns bei Spielen kennengelernt. Er wohnt irgendwo auf einem Hof in Mecklenburg-Vorpommern und ich wohne in Hamburg. Ach so. Okay, ja, das sag ich dann. Hätte ja der, keine Ahnung, Bruder sein können, der Cousin, egal was. Drum.
Der Hand des Buchs kamen in Büchern versteckte Geheimnachrichten vor. Ich bekam Herzklopfen. Meine Buch lag aber leider nur in vergessen Einkaufszettel beim Baum. Ach Gott. Hamburger. Ich will stiften. Das Ding da. Dann will ich wirklich was hören dazu, weil ich weiß, was es ist. Ja, darfst du heute, Eugen? Heute ist der Glückstag. Ach scheiße, ich bin so blöd. Naja, gut, dann halt nicht. Ich glaube ab 19 Uhr. Philipp. Ich glaube 19 Uhr war's. Was ich verstehe, wieso hast du das nicht gesehen? Das habe sogar ich mitgekriegt. Aber er war sehr geduldig mit mir am Anfang, da musste er mir alles erzählen, sogar wie man überhaupt die Tasche öffnet und Sachen rausnimmt. In Animal Crossing. Also du hast quasi von Kai Animal Crossing gelernt, oder wie darf ich es verstehen, Toni? Hatte null Erfahrung, was das Switch ist oder was man damit macht. Darf ich fragen, wie alt das bist, Toni? Würde mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren. »34. Okay, Respekt. Dann wirklich Respekt. Also, ich meine, ich spiele seitdem ich 6 Jahre alt bin. Oder seitdem ich 4 Jahre alt bin. 4. Wirklich 4. Das war der Nachbar mit der Amiga 500. Ja. Der war 5 Jahre älter wie ich. Oder 4. 4 oder 5, ich weiß nicht mehr genau. Also älter, aber ich war 4. Genauso war es gestern auch. Sie angelt vor allem besser wie der andere. Aber ich habe mein Leben bisher nur studiert und studiert und studiert und bin dann direkt ins Berufsleben eingestiegen. Jetzt erst einmal Pause. Ja gut, aber studieren und studieren und studieren. Nach dem Studieren steigt man ja normalerweise ins Berufsleben ein, oder? Ist das nicht normal? Also jetzt ohne dumm zu reden, meine ich jetzt. Das wird 10 schon studiert. Als Kind? Hä? Eine sehr eigenartige Biografie. Okay. So Genie-Syndrom-Kategorie oder Genie. Jungstudentin nennt man sowas. Okay, krass. Respekt. Hatte keine Kindheit, hole ich gerade nach. Na gut, das glaube ich. Ich habe eine Kindheit gehabt, was das angeht. Ich hole immer nur nach.
Da kommen so eine Kanonen um die Ecke. Ja. Schämen Sie sich? Danke. Ja gut, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest du nichts gesagt. Wenn ich mich anschaue, wie ich mich teilweise anstelle, nachdem ich... Machtel, ahoi, servus. Grüß dich. Hey, hey, hey. Philipp hat mich einfach mal angepumpt, weil ich das mit dem Ad und den Namen nicht hinbekommen habe. Ach so, im Stream. Oh mein Gott. Macht er gekopft, Toni. Auch wenn ich den Scheiß jetzt mache, aktuell und streame und die ganze Zeit, ich weiß auch so viel Zeug noch nicht. Du musst das gut genug verstecken. Also Philipp, ich mache nicht mehr lang, aber ich will nur kurz vorbeikommen, wenn es ist. Machtel, wie schaut's denn aus mit dir? Mal so auf eine Runde fassen wir. Granatic, hi. Wieder da. Ich bin leider nicht mehr allzu lang an, also ein paar Minuten noch. Würde halt gerne länger, geht aber leider nicht. Ich möchte fliegen. Jemanden? Online. Rocher. Bin gerade wach geworden, habe schon voll gepennt. Ja gut. Das erste, was man natürlich macht, wenn man wach wird, während dem Schlafen Computer einschalten und schauen. Aber kenne ich. Ich muss einfach mal sagen, mal ums mal allgemein und jetzt meine ich genauso wie ich sage, man lernt durch Streamen echt extrem viel sehr interessante Leute kennen, ohne Scheiß. Also natürlich im positiven Sinne jetzt. Sind ab und zu mal auch ein paar komische dabei, ganz klar. Ich bin selber nicht der Normalste. Der ist noch gelaufen mit dem Sessel eingepennt. Ach so. Dann leg dich gescheit hin. Nichts, dass du Genickstarre kriegst, also Zeug, dass irgendwie das morgen so im Stream drin sitzt, das wäre nix. Was ist bei dir morgen Machtel? Animal Crossing auch oder ist morgen Grounded? Hier spricht euer Captain. Ach, es ist Feuerwerk, da haben wir gerade mal bitte hell dunkel. Machtel kommt Grounded, ah cool. Machtel kommt morgen noch als quasi Mode ins Stream. Ich bin morgen bei AUG dabei. Aber mal schauen. Ihr werdet morgen länger Grounded spielen, denke ich mal, oder? Ich hätte echt mal Bock mit dir Phasmo zu machen. Massivst. Hätte echt Bock. Ja. Philipp müssen wir übrigens mal ein erstes Wort reden. Was ist das da? Das eine Unkraut, das da mal rumliegt, wenn man zu dir kommt. Das da. Das triggert mich jedes Mal, wenn ich auf der Insel bin.
Ich habe Samstag frei, da könnte es länger gehen. Ah, okay. Endlich nicht mehr warten, jetzt gibt's Feuerwerk, das darf man unmöglich verpassen. Rabau. Genau, das ist das Ding. Es ist eine Freude, dass du ein Feuerwerk von Konoha beiwohnst. Woanders mag es auch schon die Feuerwerke geben, aber wir sind euch noch sehr stolz auf das unsere. Für alle Besucher des heutigen Jahres gibt es ein geiles Geschenk. Oh, nice. Mit Leuchtsteinreif wirst du selbst im Feuerwerk die Schau stehlen. Walter ist der Topf von Laura. Ach, das da. Jetzt knallt auf Konoha. Ich hoffe, wir bekommen eine tolle Show geboten, du Sau. Gunnar! Haut die Liebe für Gunnar. Jetzt knallt auf Konoha. Ich hoffe, wir bekommen eine tolle Show geboten, weißt du? Misuzu! Endlich hat es begonnen, das große Feuerwerkspektakel. Wo es uns wohl gelingt, alle Raketen zu zählen? Nö. Ich hörte, soll dies im Bauch bleiben, ungemein zuträglich sind, du Sau. Wie spät ist es? 19:15 Uhr. Genau, bei ihm kannst du quasi jetzt die Dinger, die, Ach nice, den habe ich noch gar nicht. Cool. Du Sau, ja. Hat der, Philipp der Bella gelernt und Bella hat es den ganzen anderen Bewohnern gelernt. Finde ich voll geil. Ach so, fast mal Fußball können wir gerne mal zusammen spielen, wenn du möchtest. Auch gerne mal bei dir im Stream. Wie du magst. Können wir auch beides streamen, überhaupt kein Problem. Toll, endlich hat es angefangen, wie viele bunte Lichter wir wohl sehen werden. Hoffentlich ganz viele. Ah, ich glaube, ich habe ständig mit, ja. Ja, ich habe 85.000 dabei. Aber, also er hat eigentlich nur Schrott. Ich glaube, Bubble Tea und Luftballons und Wunderkerzen und Seifenblasen. Ich glaube, einen Fächer kann man kriegen eventuell. Das ist gleich, also recht viel. Aber ich finde es cool, dass das Ding, dass der Rainer noch einen anderen Auftritt hat. Ja, mal damit. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Macht 2 Schrittchen und spielt mit bei Rainers Tombola. Also muss man hingehen. Macht 2 Stützchen, das meint er wirklich wörtlich. Ich glaube 500, oder? Ich sage, Philipp hat es noch nicht gesehen anscheinend, ja? Das ist sein erstes Mal jetzt an. Ich bin einmal weg, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Stream. Ich bin auch bald weg. Kendall, aber danke dir, vielen lieben Dank, gute Nacht. Ah, Zuckerwatte, stimmt, Zuckerwatte habe ich ja, genau. Der sich freut, weil er uns verarscht, ne? Zuckerwatte. Gute Nacht, Daniel. Gute Nacht. Rainer hat mir erzählt, dass man mit dem Eis in der Hand hinklatschen kann. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Limo-Zuckerwatte.
Klar macht er das. Würde ich auch machen. Genau, pass auf, dass du nicht stolperst. Na gut, pass auf, dass du nicht stolperst, aber... Erdbeerzuckerwatte, nice. Ein reiner alte Schlawiner. Also das scheint nicht zum Gehen, Philipp, glaube ich. Aber lauter Sachen, die ich noch nicht habe. Kann man so Zeug dann bestellen, wenn man sowas hat? Ich glaube nicht, das gibt wirklich nur beim Event, ne? Bubble Mango Tee, ah, okay. Wenn du stolperst und das verschüttest, schön vorsichtig. Philipp, guck keinen drüber. Nee, ich glaube das. Philipp, Volta applaudiert dir. Der schreit dich an. Soll es wach werden, hat er gesagt. Der hat erstmal ewig viel Bubble Tea gekriegt. Einmal machen wir noch. Windrädchen, okay. Der Fuchs soll aufpassen, dass ich ihm nicht die Fakes erstatte. Ah. Wollte ich eigentlich gar nicht. Gut. Ich hab so einen Angst nach unten gehen. Ich glaube, der Kaffee wirkt nicht. Ballon blau. Ballon rosa. Ballon rot. Erdbeer-Zuckerwatte. Limo-Zuckerwatte. Normale Zuckerwatte. Zuckerwatte war schon ewig nicht mehr gegessen. Schokostieleis. Orangenstieleis. Schokostieleis. Limo-Stieleis. Bubble Mango Tee. Ballon blau. Wollt's entrüsten. Was? Oh, ich nehme alles zurück. Es wirkt sehr gut. Er wirkt sehr gut. Tatsächlich mache ich das auch. Tasche muss sortiert sein. Sortierst du deine Tasche? Achso, ja. Teilweise schon. Meine Tochter isst öfter mal Zuckerwatte und ich kann immer den Rest essen. Oh, nice. Aber ich sortiere mir die Sachen dann mal hin, ja. Mach ich doch schon. Für das Übersichtliche, ja, genau. Er zündet richtig durch, ich merk's, ja.
Wo immer sowas kommt. Die Möglichkeit haben, dass wir es nochmal machen. So Gruschzeug kann man wieder brauchen. Dritte, warte mal. Philipp, ich glaube, dass das Eis. Ich glaube, es geht nicht. Zieh lieber kannst du das Eis nehmen und die. Nimm mal das Eis und zieh die Pharaone-Maske an. Warte, ich geh mal weg. Moment. Stopp, 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 stopp. Jetzt. Eis in die Hand und rennen. Ist es hingefallen? Ich hab's gar nicht gesehen. Das ist auch süß. Voll so Gnätsch. Ach Gott. Oh. Na, zu Gott, geht nicht. Ach Gott. Luna, gute Nacht. Danke dir. Gute Nacht, gute Nacht. Schlaf gut. Ach Mann. Annika Herz. Ich war keine Nintendo-Mitgliedschaft. Kann Freunde nicht besuchen. Das ist schade, das stimmt da. Gibt aber die Möglichkeit, wenn du jemanden kennst, die quasi mitmachen. Du kannst bei die kostet mal 20 Euro im Jahr, die Mitgliedschaft. Du kannst zum Beispiel auch hergehen und kannst dir eine Familienmitgliedschaft holen. Die kostet 35 Euro. Das ist aber für 8 Personen. Sprich, wenn ihr zu zweiter seid, rentiert sich schon. Wenn ihr zu dritt seid, wird immer billiger. Testlauf beginnt, ja, wir sind live dabei. Bin alleine, aber verdiene nichts, wie auch zu der Zeit draußen. Probeabo gibt's auch, das stimmt ja. Genau, die Möglichkeit ist auch da. Muss mir ehrlich sagen, ich bin selber bei Freunden mit dabei. Von dem her, ich kann schlecht sagen.
weiß nicht, Philipp, also ich habe Windrädchen. Red mal mit ihr. Philipp, hast du mit ihr schon geredet, mit der Melinda? Also Snacks, die am Boden landen können. Bubble Tea? Bubble Tea und Eis, glaube ich, oder? Ach, das Sternending hast du schon. Es gibt 3 verschiedene, glaube ich. Ich glaube Herzen, so komisch Kleeblatt und Stern. Ja, Zuckerwatte hat er gerade versucht. Zuckerwatte ging nicht. Leider nicht. Hätte ich noch gerne weiter bei der wissenschaftlichen Fallstudie bei, aber muss leider ins Bett. Ja, Toni, ich auch. Ich auch. Kugeln gibt es noch. Was für Kugeln? Ich bin jetzt auch. Nächsten Minuten muss ich auch weg. Gute Nacht, aber trotzdem. Fallstudie, ja. Ronja, hi, grüß dich. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Alles gut, also alles gut, Ronja. Hoff doch. So. Ja, das Kopfschmuck. Philipp hat zurückgespult, ja. Also er hier. Er da. Er hat es noch nicht gesehen. Bei mir ist gut, einwandfrei, danke dir. Du warst heute schon Weihnachtsgeschenke kaufen? Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon 2. So ist es nicht. Und normal bin ich da eher nicht so. Also ich mache mir schon Gedanken, so ist es nicht. Aber bin da eher... Meistens habe ich das Problem, dass man dann das nicht kriegt oder dass es dann Ewigkeiten lang dauert, bis man was findet für den oder diejenigen. Aber ich habe tatsächlich dieses Mal habe ich auch schon eine Kleinigkeit. Ich habe zumindest schon was. Also, ich bin jetzt leider dann auch draußen. Der Verfluchte hat zurückgespult, ja. Das Eis war das Beste, vor allem. Der rennt halt einfach eine Viertelstunde übertrieben gesagt rum und will das Eis zum Hinfallen bringen, zieht die Maske an, geht 3 Schritte, plätsch. Das war so super. Also ich muss es leider noch. Mir fehlen noch 3 Stück. 4, wenn man die Katze mitzählt. Ach so, bin ja schon verlockt, meine 30k in den Renner reinzupumpen. Mach ich gerade die ganze Zeit. Jetzt haben wir eine Wunderkerze gekriegt. Moment, die fehlen noch 3 Stück. 4, wenn man die Katze mitzählt.
Was für Katzis. Hast du Kitten gekriegt, also Kätzchen? Man kann die Dinger auch platzieren, also das Eis, Zuckerwatte und TT, weiß ich. Nein, wer besucht da ist nicht, Philipp. Dann glaube ich geht's nicht. Geht nur im Haus, ja. Aber Philipp, ich hole mir jetzt noch ein los. Ein letztes. Dann werde ich mich verabschieden. Ich habe die Frage gerade nicht verstanden, kannst du sagen? Du hast geschrieben, mir fehlen noch 3 Stück. 4, wenn man die Katzis mitzählt. Hast du Kitten gekauft, also kleine Kätzchen? Das war die Frage. Oh, Bubble Appetit. Nice, passt, was wird. Perfekt. Du spielst super, Philipp. Wenn ich dich lob, hörst du auf damit? Uptime? Ich merke schon, ich muss neue Commands einstellen lassen. Ich brauche Rufezeichen Lurk. Ich brauche Rufezeichen Back. Ich brauche Rufezeichen Watchtime anscheinend. Wollen manche haben. Und ich brauche Rufezeichen Uptime. Uptime quasi ist, wie lange ich online bin heute schon, oder? Denke ich mal. Das wolltest du nachschauen, Hanna. Danke dir, Philipp. Ja, okay. Muss ich schauen, ob ich es einstellen kann. Mache ich gern, wenn es interessant ist. Seit 6 Stunden 20 Minuten. Danke dir, Philipp. Geht ja. Geht schon, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. War um 8 Uhr auf Arbeit. Bin um Viertel nach 5 heimgekommen. Hab gegessen, hab gestreamt. Was ist Bohne? Kommt mir länger vor? Nee, 6 Stunden 19 sind es ganz genau jetzt. Was macht ihr da? Ich habe anfangs extra alles blockiert an Commands, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, kommt ja keiner klar. Ihr wollt Sounds aufspielen, oder? Ohne so Sound beim Machtel, das weiß ich. Sounds gehen bei mir über die Münzen. Über die Mounts unten. Über die Kanalpunkte. Was heißt spät? Genau so. Ich gehe, was heißt spät? Ich sag mal, ich bin es ja eigentlich gewohnt, durch das, dass ich immer schon ganz regulär arbeite, von 8 bis 17 Uhr, sage ich jetzt mal ganz regulär, und wir daheim ja auch noch ein Geschäft haben. Durch das bin ich gewohnt, dass ich später ins Bett komme. Das ist kein Problem. Und also 12 Uhr ist es nicht spät, finde ich. Das ist okay. Also in der Zukunft wirst du keine Tüte aufgehabt haben und deswegen kannst du jetzt einfach so spielen. Könntest du nicht, aber du bist doch jetzt auch wach. Gewohnheitssache. Es ist. Es ist nicht wenig Schlaf. Wobei ich muss sagen,
Ich hatte die ersten paar Monate keine Tüte auf, also werde ich in der Vergangenheit Ocarina gespielt haben. Mein Gott. In der Regel um die 7 Stunden, würde ich sagen. Doch. Ich habe den riesen Vorteil, dass ich bei mir in der Arbeit relativ flexibel bin. Wenn es wirklich mal zu lange wird, ist es auch kein Problem, wenn ich Vormittag frei nehme. Oder mal einen Tag frei nehme. Also geht ganz gut klar. Ja gut, ich bin morgen werde ich um 7:30. Stehe ich auf morgen, glaube ich. Also ja, Viertel nach sieben. Spät ins Bett gehen kenne ich auch so 17 bis 23 und 16 bis 2 Drittel Uhr arbeiten, dann essen und dann ins Bettchen. Spät ins Bett kenne ich auch so 17 bis 23 und 16 bis 2 Drittel, bis 2, 3 Uhr, also 2, 3 Uhr, ach so. Arbeiten und dann essen noch und dann Bettchen. Ich schlafe fast täglich nur 5 Stunden. 5 Stunden ist schon sehr wenig, Machtel. Das ist also, oder Martin, also ein wunderschöner Name ist, ich sag's mal wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich gebe Hannah recht, ja. Ähm, zu wenig Schlaf ist schlecht, das ist richtig. Ist aber auch tatsächlich viel Gewohnheitssache und wie man es macht. Aber ich habe mich tatsächlich mal, ich habe das auch lange Zeit fabriziert mit zu kurz, aber 7 Stunden schaue ich, dass ich hinkriege. Wird heute nicht mehr ganz klappen, aber grob. Okay, ihr Lieben. Aber ich würde für heute Schluss machen. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart wieder. Sau nice gewesen, sau lustig gewesen. Auch gerne jederzeit schaut vorbei. Ich freue mich immer wieder. Mal weniger Schlaf ist auch okay. Ah, gut, okay. Dann passt's. Morgen, wie gesagt, ab Viertel nach 8 wieder da. Mit Arc. Ich freue mich. Ich habe das Problem, dass ich ein Nachtmensch bin, der auch Tag arbeitet. Geht mir genauso. Ich erzähle es mal bei der Gelegenheit, irgendwann einmal, wenn es mal passt. Ich bin von klein auf eigentlich mit dem Aufwachsen, dass man längere Zeit wach ist, dass man längere Zeit da ist und ich bin auch, was das angeht, ziemlich lange immer. Ja, einfach. Ich kenne es halt her. Okay, aber gut, ihr Lieben. Genau, ihr schreibt es eh gerade. Cat schreibt es gleich, genau. Gute Nacht, schlaf gut. Ronja, danke dir. Machtel, Cat, Hanna, Philipp, wer immer alle dabei ist, ich muss mal kurz schauen. Grossbau Phoenixfeder, Mr. Trilby. Easy, hi. Pinguin, Roivenata, Rimastino, Spike, Treibkler, VNK, Wöllenbummler, Annika, Business Daddy, Mighty. Danke euch. Vielen lieben Dank.